Moin! Bugelugebuge. Zu Skyrim. Heute sind wir mit großer Sicherheit, wahrscheinlich, denke ich mal, zum ersten Mal in Riften. Wisst ihr, was wir in Riften machen? Wir schauen nach einer Möglichkeit, und nee, wir lassen unsere komischen Gems, die Weird Gems, oder wie sie heißen, lassen wir da schätzen, damit wir wissen, was es mit den Dingern auf sich hat. Das ist, was wir heute tun. Und dann mal gucken, was es noch so in Riften gibt. Ich war noch nie da. Das ist bestimmt total interessant. Feuerglatze, gib mir doch mal kurz bitte einen Mic-Check. Feuerglatze, gib mir doch mal kurz bitte einen Mic-Check. Und ich sehe, da hat jemand geschrieben. Ist das Iberic oder was ist das? Diese grüne Farbe, die kenne ich doch. Alfred ist das! Erster, seit 10 Minuten hier. Danke, Alfred, für diesen treuen Dienst. Jetzt bin ich auch hier. Jetzt sind wir zusammen hier. Wer schnappt mir denn hier sonst... Achso, das sind die Pärchen da. Ich bin hier gerade... Beide Imperial... Beide Imperial Legion. Irgend so ein komischer Außenposten. Aber da wollen wir gar nicht sein. Wir wollen nach Riften. Heute kannst du auf jeden Fall länger... Ach, musst du nicht. Moment. Hast du heute schon geduscht? Und hast du gut gelernt? Hattest du Deutsch heute geschrieben oder demnächst? Ich hab's auch nicht ganz im Kopf. Aber irgendwas war doch. Und wie läuft's da? Hierhin gehen wir jetzt, nach Riften. Das heißt immer gen Süden. Stimmt, ich muss Vokabeln lernen. Siehst du? Dafür bin ich ja da. Deutsch-Vokabeln? Ich meine, für manche Leute wahrscheinlich wichtig, ja, aber es kam mir jetzt nicht so vor, Alfred, als würdest du Deutsch-Vokabeln lernen müssen. Nee, Englisch. Ah, okay. Morgen schreibst du Englisch! Oh, vielleicht kannst du doch nicht so lange dann. Also ich will, dass du spätestens um 23 Uhr im Bett bist, Alfred. Und am besten auch schon schläfst. Ich will nicht, dass ich der Grund bin, dass du eine schlechte Note hast. Egal wie unwichtig die eigentlich sind, die Dinger. Aber, nee, geh mal lieber ins Bett. Aber noch nicht jetzt, noch nicht jetzt. Genieße doch diese letzten... die letzten Stunden. Wir können auch zusammen Englisch-Vokabeln lernen. Oh, I think he saw something. Warning, back off! Okay, ich geh mal kurz hin. Was ist denn das für einer? You picked a bad time to get lost, friend. Bouncer? Der macht... Ich glaube, der macht... was mit Hunden? Okay. So machen wir das. Orkish Arrow. Ne, das ist für den ein bisschen Overkill. Dann, Alfred, hoffe ich, dass ich dich mit allerschönster Unterhaltung hier beglücken kann. Ah, he took an arrow to the arm. Das tut weh. I've got your back. Da hätte ich auch keine Lust mehr. How can I serve you, my Thane? Indem du mir diese Ancient... Hast du jetzt alle, ne? Das ist ja Milliarden davon. Ich glaube, die werden wir... Ah, nee, das sind meine. Nee, die sollst du haben. Ich brauche die nicht. Ich habe Besseres. Ich habe Steel Arrows und so. Gut. You lead, I'll follow. Moment, lass ich mir eben kurz... Ich weiß, ich habe den jetzt gekillt, aber zum einen... glaube ich, betreibt ihr hier allergrößte... Ich glaube, der ist nicht nett zu den Tieren. Will ich einfach nur sagen. Und... er hätte mich ja auch angegriffen. Okay, zum einen sieht er doch eigentlich ganz lieb aus. Zum anderen hat er anscheinend einen Menschen gegessen. Der genauso. Oh, ich lasse euch raus. Und wenn ihr mich dann angreift, dann töte ich euch halt. Aber ich lasse euch erstmal raus.
Raus hier, du bist frei! You can break free. Okay, du genauso. Sind Gott sei Dank nur 24 Vokabeln. Oh, welche denn? Welche denn? Kenne ich die auch? Windhelm oder Whiterun heißt Weißlauf. Skyrim, Himmelsrand. Jarl heißt Jarl. Queen heißt Königin. Ah, ein ganz feiner hier jetzt. Ach du Bastard. Endlich. Okay, naja. Hier ist eine Cave. Cracks Lane Cavern. Da gehen wir irgendwann nochmal hin. Erstmal will ich ja nach Riften heute irgendwann noch ankommen. Aber ihr seid frei. Wenn ihr wollt, dann geht los. Süden ist da lang. Gut. Oh Gott, oh Gott. Ah, du hast die aber alle geschrieben. Nicht schlecht. Ein Dekostück. Ich brauche die richtigen Maße. Was denn für ein Dekostück? Upset. Aufgebracht. Make up with. Sich versöhnen mit. Relationship. Beziehung. Expektation. Erwartung. Breakub. Schluss machen. Move in vis. Zusammenziehen. Mit. Long distance. Fern. Go out with. Ausgehen mit. Ist das hier irgendwie English 101 Hot Date Edition? Das ist so viel. Sich versöhnen. Beziehung. Erwartungen. Schluss machen. Long distance und so. Bist du sicher, dass es für die Schule ist, Alfred? Oder eher für... Sind das Vokabeln aus dem Chat? Einem Übersee-Chat? Oder es wird ja immer krasser. Argue, streiten, kiss. Küssen. Be in love with. Verliebt sein. In think. Finden? Ah, think out of the blue. Nee, was? Nee, think, finden ist falsch. Ach, außer man sagt, I think, ich finde, ich denke. Okay, verstehe. Out of the blue, aus heiterem Himmel. Apprentice, Lehrling. Ja, das ist ja hier, kann man auch Apprentice-Schlösser öffnen. Ich habe Experten, aber Apprentice gibt es auch hier. Video Chat, per Video chatten. Totally mention on use. On one's own might smile seriously. Habe einfach kopiert. Ach, ging, also doch. So ein Bild für mein Regal, habe da ein kleines Tesla-Modell. Ist das Auto, mit dem du die ganze Zeit schon liebäugelst? Keine Ahnung, irgendwie hat es nicht mehr damit zu tun, was wir eigentlich machen. Aha. Alfred. Hast du mal das Vorstrafenregister eurer Lehrbeauftragten geschaut? Okay, das ist viel zu weit vielleicht. Liebe dieses Auto. Das darf nur 30×30 sein. Und 30×30 ist nicht so groß. Das ist ja breit wie mein Kopf. Naja, so hoch wie mein Kopf. Aber willst du dir wirklich ein Auto irgendwo hinhängen? Also ich kann dir sagen, wäre ich ein Mädchen und würde einen Typen sehen mit einem... Weil das ja gerade darum geht. Offensichtlich mit den Vokabeln. Und dann das Zimmer betrete, wo so ein komisches Auto irgendwo hängt, würde ich sagen, aha. Aber vielleicht geht es dir auch gar nicht darum, sondern es ist dein Zimmer und dein Auto hoffentlich irgendwann. Dann darfst du dir das natürlich aufhängen. Ich habe ja auch ein Nine Inch Nails Bild in ganz schön hier hängen, was wahrscheinlich, nehme ich einfach mal an, keine Ahnung, aber was vielleicht nicht ganz deine Musik wäre. So hat jeder einen anderen Geschmack, andere Prioritäten. Wir sind alle grundverschieden und das ist schön, Diversity und so. Ja. Vögel zwitschern heute schön. Ist da was? Irgendwie drin? Bin kurz weg. Oh, okay. Ist wahrscheinlich schon längst weg und jetzt habe ich gerade reagiert. Wahrscheinlich hört Alfred meine Reaktion dann, wenn er erst wieder da ist. Süden, okay, es geht immer noch straight to Riften.
Riften in Riften. Ich frage mich, ob da was geht. Wow! What? Ah, das ist mein Charmzauber. Ja. Dass der so laut sein muss. Ist ja nur ein Charmzauber auf mich. Ist da oben was? Wieder there! Welcome back, Alfred. Welcome back. Und Mikrofon immer noch ein bisschen, ja. Ja, ich finde... Oh. Nicht Orkish Arrow. Junge, ganz normale Stildinger bei so einem komischen Ding. Ja, schon, die war ja schon tot, bevor ich überhaupt... Aber was ist denn mit dir passiert? Ich wollte gerade noch sagen, dass ich die Welt von Skyrim ein bisschen eintönig leer finde. Und wenn man was sieht, hat es irgendwie auch kein richtiges Meaning. Und dann auf einmal sehe ich einen Menschen, der irgendwie so zusammen gefädelt wurde. Aber scheint kein richtiger Hinweis zu sein für irgendwas. Süden? Ja, Süden. Es ist ja, als hätte ich ein Radar im Kopf, oder noch viel besser, ein Kompass im Kopf, dass ich immer weiß, wo es lang geht. Immer weiß, wo dieses Süden ist. Jetzt ist zum Beispiel Süden. Da. Siehst du? Was haben wir hier für eine Höhle? Das ist vielleicht gar keine. Oh doch. Green Wall Cave. Haben wir das jetzt auf dem... Ne, die ist so unwichtig, dass die noch nicht mal auf die Map kommt. Dann gehe ich da mal rein. Wie war das eigentlich, Alfred? Du hast keine Skyrim-Erfahrung, oder? Noch nie Skyrim gespielt. Oder? Sorgen mal für süßes Licht. Das ist ja ganz schön. Das war's dann auch. Adept. Moment, nee, Adept habe ich nicht. Sache. Ah, wow! Letter to a traitor. We know what you've been up to, traitor. If you don't want us ratting out to the commander for fencing gear from our stores, you'd better meet us by the well at midnight. Should have known a recruit from Riften could never be trusted. Die haben einen kurzen Prozess mit ihm gemacht.
Okay, ja. Das mag ich doch. Es hat genau den Kritikpunkt, den ich gerade noch hatte. Ein Beispiel, der es dagegen spricht. Hier passieren halt doch manchmal Sachen. Aber ich finde, bei... jetzt gib mir doch... bei Morrowind wäre es zum Beispiel so gewesen, dass ich die Leute, um die es hier geht, noch irgendwie herausfinden kann und sogar treffen werde und so. Und bei... Genauso wie so einer Brief aus dem Miethaus, also bei der Meterei in der Nähe von Whiterun, Honningbrew. Da gab es ja auch Briefe zwischen denen und dann noch wem anders. Und ich habe das Gefühl, dass ich diese Briefe niemals mit irgendwem besprechen werde. Und das hört halt so auf. Es ist einfach nur kurz ein Moment. Witzig. Und dann war das schon. Dann war es das schon. Es ist nicht, dass irgendwie eine Quest draus entsteht oder so. Finde ich halt. Es kann sogar sein, dass ich demnächst mal zwischendurch was anderes spiele. Ich weiß noch nicht was. Ich weiß noch nicht wann. Ich weiß noch nicht ob. I'm warning you. Back off. Two threes. What was he thinking? Fool never saw me pull the ace out of my boot. Wizard. Nochmal wieder da. Welcome, Backpack. Just need one good hole. Can turn wood. You picked a bad time to get lost, friend. Wish I could turn wood. That's all you've got? Gonna rip you open. So fast! I'll show you Okay, das ist doch mal ein guter Zeitpunkt wieder für meine Frenzy Rune. what Lord can do. I'll kill you with my hammer! Moment. That it? That's your best? Vielleicht läuft da ja gleich jemand dran. Vorbei. Okay, was ich auf jeden Fall brauche, ist Licht. Mach mal jemand Licht. Oh. So. Und auf ins Getümmel! Okay, ich kümmere mich mal hier um die Leute. Never should have come here. Okay, sie kümmert sich vielleicht jetzt hier auch um... Real fight. So. Number one. Victory is yours. I submit. Skyrim belongs to No, you don't. Kenn ich doch. Außer irgendeine Mod hat das verändert. Aber nein, ihr submittet für gewöhnlich nicht. Das ist genau euer Problem. Das sollt ihr mal machen. Wo ist jetzt die letzte? Ah, genau da. Oh, gegrillter Lauch. Immer lecker. Are you prepared to die? Whoa! I'm coming! I'm coming! Oh, you're ready to die today. Please don't kill. Zu spät. Ich hatte gefragt, Alfred. Heute bin ich wieder... Moment. Okay, Alfred, bist du noch da? Ich hatte nämlich schon mal zwischendurch mit dir geredet. Und jetzt vielleicht auch wieder. Aber vielleicht auch nicht, wenn du nicht da bist. Dann spare ich mir das. Okay, er ist da. Oh. Bei dir war das so, du hattest nicht irgendwie Erfahrung mit Skyrim oder so, ne? Also noch kein Elder Scrolls gespielt?
That's it? That's all you've got? By Ismir, you'll pay for that? I'll starve you into pieces. Nee, gar nicht deine Welt. Ah, okay. Und dann hatte ich noch gesagt, und vielleicht hast du ja coole Tipps, die mir vielleicht Spaß machen, dass auch ich langsam vielleicht mal eine Skyrim-Pause demnächst brauche und deswegen zwischendurch was anderes spielen würde. Weiß aber noch nicht genau was. Und ja, hast du irgendwie eine coole Idee, ein cooles Spiel, was nur du kennst, was voll der Insider-Tipp ist und solche Sachen? Was du unbedingt mal sehen möchtest? Auch gestreamt? Captain's Quarters? Das ist ja interessant. Kennst kaum Story Games. Na, vielleicht sowas wie Red Dead Redemption 2. Ein kurzes Spiel. Oder kürzer, also eins, was ich in, sag ich mal, 5 Streams oder so durchspielen kann. Weil Red Dead Redemption 2 ist Bad time to get lost, friend. ja mehr oder weniger von der Dauer genauso wie das hier. Was? Was los? Wer war tot gegangen? Bin ich? What was that? I damn you! Just a scratch. Leider gar nicht so easy, Bandit Chief. Okay, Lydia, geht's? Geht's, Lydia? Put your hands on me. Are you a priest? Okay. Schreib. Okay. Viel Erfolg morgen mit Englisch. Schön, dass ich dich noch dran erinnern konnte. Und größten Erfolg beim Lernen. Viel Spaß. Adios. Okay. Ich glaube, das war mal wahrscheinlich irgendwie so ein Imperial Outpost, aber die haben sich gedacht, nö. Och. Anders ist ja irgendwie viel geiler. Okay, und jetzt sind wir an dem Punkt, in dem ich nicht mehr rennen kann. Ja, eine Schaufel. Das ist das, was ich brauche. Ich brauche eine Schaufel. Lydia! Still here. I know. I am at your command. You take all that shit here. Und zum Beispiel die. Aber wenn ich hier so einen Staff gebe, dann spielst du gleich wieder damit rum. Das kann ich auch gar nicht leiden von dir. Diese Art. Kannst du auch nehmen. Ja, die auch. Was auch immer das ist. Okay, ja, doch, ein paar Sachen kannst du nehmen. Okay. You lead, I'll follow. Where you lead, I will follow. And anywhere that you tell me to. Wir haben gerade Shrine of... Nee, nicht Warrior Stone. Kinnereth. Increases your stamina by 25. Ist es das? Health Regeneration. Increased by 25%. Das ist doch viel nicer. Ja, namisch. Kinnereth. Wer war noch Kinnereth? Hatte die irgendwas mit Krieg zu tun? Würde ja passen hier beim Imperial Lager. Die kam von da oben. Oh, hier war ich noch nicht drin. Beim
Septim. Oh yes. Ein feiner Hut. Liegen hier noch ein paar? Wer den Septim nicht ernt. Wir ernten Septims. Okay, da war, glaube ich, gerade keine Falle, zum Glück. Put your hands on me. Ja, jetzt Skyrim. Zu Skyrim. Oh, Prison. Gab's hier mal einen... Ist das wie ein Aufstand oder so? Hier, gehen wir rein. Okay. Prost, Leute. Okay, diese Seite. Für die Markenbildung und so, ne? Ihr müsst ja mein Gesicht sehen. Mein Markengesicht. Marken, nicht makellos. Huh? Nee, Frenzy Zone. Ah, shit. Sind noch mehr? What was that? Easily blocked. Easily blocked. You won't get the best of me! Do your worst. Oh! Nein, auf ihn sollst du. Now you'll pay. This is a surprise. Hey, Lydia, da ist noch wer. Ah. Malfas zum Gruße. Wer ist denn Malfas? Meinst du Mefalla? Halloin, Angmar. Mua. Ha. Fucking loin. Ich bin hier und hab hier irgendwie, glaube ich, irgendwie so ein... Hier war mal irgendwie anscheinend so ein Prison-Aufstand oder sowas. Und jetzt gucke ich mal, was hier so ist. Auf meinem Weg nach Riften. Noch bin ich nicht da, aber das ist mein Ziel. Schwing. Put your hands on me. Weiter. So grüßt man den Enderal. Ah. Damit kenne ich mich ja noch nicht aus. Wie ist es denn? Du hast es doch erst neulich angefangen, ne? Ich weiß, ich habe schon mal gefragt, wie ist es denn? Aber ich glaube, da... Nein! War es halt noch nicht so frisch. Und ich meine, da war es noch recht frisch. Deswegen frage ich nochmal, wie ist es denn? Besser als Skyrim? Da gehen wir gleich. Ich will jetzt hier hin. So, da wollte ich ja nicht. Ich kann nicht rein. Nee. Eisen. Rostet ja alles weg. Scheiße. Glas rostet nicht. Potatoes. Ja, hier geht's nicht weiter. Aber kann von Glück reden, dass mir die Decke gerade nicht auf den Kopf fällt. Bin noch voll drin. Ich sag mal so, Adept-Schwierigkeit kannst du in dem Game vergessen, zumindest am Anfang. Weil selbst ein normaler Bandit Unmengen an Leben hat. Oh. Sind das Bullet Sponges? Aber ist das der Aspekt, der auch gerade ein bisschen Spaß macht? Oder ist das der Aspekt, wo du sagst, der wäre schon spaßiger, wenn es nicht ganz so
böse wäre am Anfang. Erinnert mich alles hier ein bisschen an die aktuelle Folge von Critical Role, die ich gucke. Also Anfang von Campaign 2. Da geht es nämlich um... Das sind in so einem Prison in Habduke, in der Gnomenstadt. Und müssen da, oder wollen, ein so eine böse Schwertrobotermaschine besiegen. Ja. Und weil das halt auch in so einem alten Prison ist, fühlt sich das auch gerade für mich so an. Okay. Ich kann hier schlafen. Das ist schon mal nett. In einem Bettchen. Okay, Zellen. Wahrscheinlich war das hier das Wachhaus. Vielleicht. Und das die Zellen? Was ist hier denn eigentlich drin? Das gucken wir gleich. Du findest es so gut, wenn man einen Fertigkeitsbaum und man levelt die Kampffertigkeit und Handwerkfähigkeit mit Büchern, die man kauft oder findet. Zum Spielen oder Craft macht man Baupläne. Also noch mehr Sammeltrieb als bei Skyrim, so wie es jetzt anhört. Und was macht die Story und Atmosphäre und so? Oder ist Enderal eine dieser Mods, die hauptsächlich toughes Gameplay verspricht und den Wert nicht so auf Story legt? Ich dachte eigentlich, es wäre halt genau andersrum. Deswegen frage ich insbesondere diese Frage. Ne, hier ist auch nichts weiter. Okay, dann geht's ja nur noch... Okay. 2 Places. Der hier. Und der hier. Und vielleicht... Zuschauer auf YouTube werden gerade wahrscheinlich wissen, dass ich gerade eben ja noch da geschimpft habe, dass man das hier nie finden wird. Womit das zu tun hatte, weil man so einen ja auch gerade draußen gesehen hat. Beziehungsweise auch, dass man dem Typen im Brunnen niemals weiter auf die Geschichte kommen kann, was da die Hintergrundstory ist. Skyrim belehrt mich eines Besseren. Und trotzdem fühlt sich das irgendwie eher so an, als wäre das... ich weiß auch nicht. Man hat eigentlich gar nicht so einen richtigen Grund, das zu tun hier. Ach, ich bin... Und Skyrim ist nicht das Spiel, was viele sagen, dass es ist. Aber vielleicht genau das Spiel. Ich habe mir einfach was anderes vorgestellt. Aber trotzdem macht es mir Spaß und ich will ja auch immer noch das Ding durchspielen. Aber genau, Angmar, dich frage ich auch. Ich überlege. Ich habe jetzt schon, ich glaube, das ist fast mein 20. Stream hintereinander Skyrim. Und ich frage mich, ob ich nicht vielleicht mal zwischendurch irgendwas anderes spiele. Etwas Kurzes. Was in 5 Streams oder so alle ist. Und was halt nicht so viel Kampf, Ego, Perspektive gedöns hat. Hast du da einen Tipp? Hast du irgendwas, was du gerne mal sehen würdest hier? Oder ein Vorschlag von einem Spiel, was auf jeden Fall ankommen wird bei der Community? Story ist in Ordnung, geht halt irgendwie derzeit mit dem inneren Wahnsinn. Das klingt gut. Gibt sogar ein Buch zum Lesen, also für die Geschichte. Ach, also so ein echtes Buch. Krass. Was will ich hier? Fällt mir gerade ein. Okay, Forge Green Wall. Ist das... Nee, Eisen alles. Ich dachte, vielleicht wäre das was für Lydia.
Brunnen, aus dem ich rauskam? Ja, ich glaube schon. Be careful. Ah, hier ist ja noch mehr. Noch mehr fort. Ich dachte, vielleicht ist da noch eine Tür. Da war noch eine Tür, in die ich jetzt noch nicht reingegangen bin. Achso. Ist nichts weiter? Diese nämlich. Oder gab's da zwei? Hier nicht auch? Ne, hier nicht. Hey, watch it. Aber hier. Schwierig Spiele, die... Ah, okay. Weil dein Geschmack so speziell ist? Oder einfach weil du nicht einschätzen kannst, was die Community mag? Okay, dann nicht das, sondern etwas, was... Du kannst es ja auch nicht einschätzen. Wie sollst du das tun? Anders gefragt. Viel besser gefragt. So sollte man nämlich auch eine Umfrage starten. Was würdest du gerne von mir gespielt sehen? Auch, das ist noch lange kein Wunsch oder so. Ich will einfach nur ein bisschen ein Vibe bekommen und vielleicht eine Inspiration. Und ich denke zum Beispiel, ich könnte mal wieder Survival Horror spielen und denke vielleicht drüber nach, Alone in the Dark mal anzufangen. Den ersten Teil. Ja, den ersten Teil. Ich bin halt auch ein Horror-Typ. I like me some Horror. Horror. What was that? Kann es sein, dass Lydia mich immer verrät? Tell you what, you start, so I can stab you in the back. Is this what you want? So, stirb endlich. Mann. Ah. Yeah, boy. Aber jetzt kommt die einer nicht. Hat er doch extra... Wait to count out your coin. Ach, shit. Mist. Where are you? Halloin, Rienni, 666. Dafür, dass ich mit dem Teufel gerechnet habe, ist das ein sehr süßes Emote. Ah, und du magst auch den pinken Power Ranger. Halloin, Rienni, schön, dass du hier bist. Die perfekte Eingangsfrage, perfekt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber was mich immer erstmal interessiert, was ist deine Elder Scrolls Erfahrung? Von Arena bis Skyrim oder ESO gibt es ja auch Leute, die das spielen. Was kennst du? Was magst du? Wie findest du was? Wie sieht es aus mit Metro? Evil Within? Keine schlechte Idee. Und Metro? Auch nicht schlecht. Ich hatte den ersten damals gespielt und fand den ziemlich gut. Sehr gut eigentlich sogar. Und, ach Mann, wo habe ich jetzt... Hier hin. Nein, da. Ach komm, dann einfach hier. Hä? Ist nicht, aus nicht. Mann, ich dachte... Can't hide from me.
Ja, Junge, ich meine, oberkörperfrei gegen mich zu kämpfen, ist halt auch ein bisschen eine sehr dumme Taktik. What was that? Ah! You picked a bad time to get Schade, dass sie nicht noch jemand ist. Nein! Ah! Nein! Ah, verdammt! Schild! Ah! Bitch! Ah, was? Ich wollte da gar nicht hin! Verdammte Kackwurst! Ah! Habe jahrelang ESO gespielt. Schön... Was? Hä? Ganz ruhig. ESO. Nichts anderes. Okay. Aber auch schon mal Skyrim? Wenn ich mir Skyrim hole. Ah, Rieni. Dann bist du hier richtig auf jeden Fall. ESO habe ich persönlich nie gespielt, nur einmal angefangen. Bei einem Free Weekend und gemerkt, dass es nicht so meins ist. Ich kenne Morrowind Oblivion und finde beide besser als Skyrim. Aber ich würde sagen, Skyrim hat am meisten noch mit ESO gemein, dass ich dir sagen würde, wenn du Elder Scrolls Online magst, bist du, glaube ich, auch mit Skyrim glücklich. Lässt sich auch sehr einfach modden. Wenn du dafür irgendwie Tipps möchtest oder so oder Empfehlungen, dann sag Bescheid. Ist auf jeden Fall recht kampflastig. Kampflastiger als die Teile vorher. So, jetzt bin ich nochmal richtig jetzt hier. Das war Split your belly like an old woman's purse. Geh schon! Kaputt! Genau. Dankeschön. Das, was du hier siehst, ist nämlich auch alles nicht Vanilla, wie man ja so schön sagt, sondern zum großen Teil... Also... Can't wait to count out your coins. Was? Wer sagt denn das jetzt? Sondern sehr viel gemoddet. Aber lässt sich mit Klicks machen. Mit ein paar Klicks und alles ist gut. Okay. Falls du dich wunderst, warum das alles so hell, grau, bläulich ist, das ist mein Night Eye Zauber. Damit kann ich in dunklen Gegenden, Umgebungen gucken. Ja. Okay, der ist tot. Der ging schnell. Ja, für ESO habe ich leider nicht mehr genügend Zeit zum Spielen. Danke, Rieni! Dass du mir folgst, mein Rienchen. Danke. Wupp, wupp. Kann ich mir Stream Elements nur anschließen. Nicht mehr genügend Zeit zum Spielen. Ja, das ist auch genau der Grund, warum ich nie online, also noch nie Morbk wirklich stark gespielt habe, weil ich immer denke, es hat kein Ende. Die Spiele sind ja so designt, dass sie dich süchtig machen, eigentlich mehr oder weniger. Und mir ist es halt immer wichtig, dass ich irgendwann zum Abschluss komme bei einem Spiel. Und Skyrim hat ja so einen Abschluss. Und deswegen, ich glaube ehrlich gesagt schon, wenn dir so Spaß macht. Man kann übrigens auch hier, aber das wirst du wahrscheinlich wissen, auch in Third-Person-Perspektive sein. Aber ich finde, die Kämpfe sind dann immer ein bisschen ungenau, fühlen sie sich für mich an. Deswegen bin ich hier in First Person. Das hier ist jetzt zum Beispiel mein Night Eye Zauber. Boing. Und ich habe mich zum Beispiel dafür entschlossen, mit einem Schild zu kämpfen. Man kann auch mit 2 Waffen kämpfen. Ja, oder nur mit Händen. Mit einer richtigen Mod. Oder nur mit Pfeil und Bogen. Oder mit Magie. Und ich versuche jetzt zum Beispiel nochmal... Erstmal Detection. Erstmal gucken. Da steht also jemand. Dann bringt mir... Ja. Dann bringt mir die Frenzy Rune auch so gar nichts. Würdest du mir denn von der Reihe her empfehlen? Naja, was am meisten mit ESO Gemeinsamkeiten hat, ist auf jeden Fall Skyrim. Was ich am besten finde, ist Morrowind. Brauche ich auch noch. Muss die ganze Zeit mit der normalen Lichtmagie arbeiten. Genau, würde ich eigentlich hier kurz gleich zu dir wieder Rieni eigentlich mit französischem Akzent oder einfach Rini? Nicht, dass ich mir die ganze Zeit hier einen abklappere. Angmar.
Ich würde theoretisch sogar gerne mehr mit normaler Lichtmagie oder Torches arbeiten, weil ich die Licht- und Schatteneffekte viel schöner finde. Aber ich bin ja auch ein Sneaky Dude. Und ein Sneaky Dude kann nicht mit einer Fackel irgendwo rumlaufen, sondern muss halt Magie und Licht aus den Augen herausbekommen. Deswegen benutze ich das auch. Skrivatoria hat sich zum Beispiel letztens... Sie hat sich nicht beschwert. Sie meinte auch, ich soll das spielen, wie ich möchte. Es ist mein Spiel. Ich will mir da nicht reinreden. Aber sie hat, finde ich, auch zu Recht gesagt, dass es die Atmosphäre ein bisschen kaputt macht, wenn ich die ganze Zeit mit dem Night Eye rumlaufe. Und ja, stimmt. Aber wichtiger noch mehr als Eye Candy ist mir Gameplay. Und das kriege ich halt nicht hin, wenn ich mit einer Fackel rumlaufe. Den Night Eye brauche ich auch noch. So wie du das als zweites ausgesprochen hast. Also Rini. Okay. Ja, das ärgert mich auch, weil du mit Lichtmagie jedes Mal entdeckt wirst. Ja. Ach, wegen dem Lärm? Ich dachte wegen des Lichts. Weil gegen den Lärm gibt es ja einen Zauberspruch, mit dem du lautlos Magie machen kannst. Rini, genau. Ich würde dir Morrowind empfehlen. Weil das Gameplay für mich und meiner Meinung nach und die Welt viel interessanter ist. Skyrim ist ja mehr oder weniger einfach nur Wikinger, Berge, Alpen, Gedöns. Aber Morrowind spielt auf einer Insel, wo Pilze so hoch wachsen, dass man daraus Häuser bauen kann. Und allein das, ich bin ein totaler Pilz-Fan. Zum Essen und zum drin wohnen. Und man kann dort... die Leute, also die Dunmer, die dort wohnen, die tragen, also Dark Elves, Dunkelelfen, Dunmer, die tragen so Insektenrüstungen, finde ich auch super cool. Die Atmosphäre ist viel weniger auf Hero gemünzt, sondern mehr einfach auf, du bist ein Teil der Welt. Ach, nee. Und auf jeden Fall die Quests sind viel interessanter. Bei ESO natürlich noch mehr als bei Skyrim, aber bei Skyrim ist es auch stark so, dass du einfach sagst, dass dir gesagt wird, folge dem Kompass dorthin, hau irgendwas kaputt, sammle was, komm wieder zurück. Das ist mehr oder weniger bisher jede Quest. Mit anderen Worten, aber eigentlich schon. Bei Morrowind musst du auch mal dein Kindchen noch einschalten und hast dann immer ein paar Hinweise in deinem Journal und musst dann herausfinden, die Quests und die Leute sagen, hier und hier und hier muss ich lang. Aber hier ist es nicht. Aber irgendwo muss doch ein Hinweis sein, wie ich weiterkomme. Und den findet man auch. Und das macht mir sehr viel mehr Spaß. Und ja, lässt sich auch einfach modden, sodass es auch immer noch dieses Jahr 2022 gut aussieht. Und die Kämpfe sind ungemoddet nicht gut. Weil es ist nicht so wie bei Skyrim, dass du triffst, sondern die ganze Zeit wird wie bei Dungeons & Dragons, wie in einem Pen-and-Paper-Rollenspiel, im Hintergrund gewürfelt und dann... du greifst die ganze Zeit an und irgendwann sagt der Würfel, Treffer. Und dann hast du einen Treffer. Und die ganze Zeit danach machst du immer nur noch so. Und das ist anstrengend. Und das macht auch keinen Spaß. Aber dafür gibt es auch Mods. Wenn du dich entschieden hast, Morrowind zu spielen, kann ich dir auch da Sachen empfehlen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, Morrowind ist das beste Elder Scrolls Spiel, was ich je gespielt habe. Wobei, ich habe es selber nie gespielt, Daggerfall, der zweite Teil. Ist vielleicht sogar noch mehr das, was du suchst. Weil das eben weniger Rollenspiel ist und weniger Quests und Missions und ja, sondern ein Fantasy Life Simulator. Du kannst also wirklich in Daggerfall, die Karte ist die größte von allen Elder Scrolls Spielen. Okay, online weiß ich nicht, aber von allen Offline Elder Scrolls Spielen. Und du kannst halt ganz Tamriel dort entdecken und hinlaufen. Du kannst dein Geld in Banken anlegen, du kannst Leute heiraten, du kannst also ganz viel machen und um dich herum läuft die Welt halt weiter und die verschiedenen Fraktionen kämpfen irgendwie gegeneinander und wenn du dem einen hilfst, weißt du gar nicht erstmal so richtig, aber irgendwann hat es in der Zukunft eine Auswirkung. Das ist jedenfalls das, was ich davon gehört habe. Ich habe es selber, wie gesagt, nie gespielt. Aber wenn du auch mit so einer Grafik leben kannst wie von 92? War das 92? Nee, das war 96? 92? Dann Daggerfall. Dafür gibt es auch Mods, dass es mittlerweile in der Unity Engine läuft und auch, eine neue Engine, Unity, und dann Mods dafür, dass man auch das Spiel aufpimpen kann. So. Danke, Angmar. Wasser ist Leben. Prost.
Ja, das ist einfach nur auf Überraschung und spiele im Dunkeln mit meiner Zerstörungsmagie Feuerball. Auch cool. Ich meine, Feuerball macht auch Licht. Angmar, der ging auf dich. Und spielst du auf PC? Ja, Rene, ich spiele auf PC. Gothic 1 Grafik, würde ich sagen. Daggerfall? Noch schlechter. Ich würde eher sagen, etwas besser als Monkey Island 2 Grafik. Moment, ich wollte, genau, hier, Pfeil und Bogen. Kann ich das ausmachen? Nee, kann ich nicht. Once was a woman. Is someone there? Oh. Springtime in old Rosmakai. Hat der gesungen? Wo sind denn die anderen jetzt? Detection. Detection. Oh, von unten kommt einer. Nothing here after all. Wenn du das sagst. Gonna start keeping a knife in my boot. Tired of getting disarmed. Is someone there? Is someone there? Nein. Nobody here. Guess I was just me. You won't get the best of me. Lydia, gib ihm. Okay, muss mal schauen. Ich spiele auf... dann... Ja. Weiß ich's nicht. Weil, wenn du auf Konsole spielst, fallen alle Mods ja weg. So ziemlich alle Mods. Wobei, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich dachte auch, Skyrim kann man auf der Konsole modden. Dann würde ich sagen, musst du Skyrim spielen. Und Morrowind Oblivion und so und Daggerfall. Aber ich glaube, also, ich hatte jetzt, wo ich Skyrim auch viel gespielt habe und ein bisschen eben auch, ja, Daggerfall. Nicht Daggerfall. ESO, muss ich sagen, dass da vom Gameplay her am meisten Ähnlichkeiten sind. Noch gar nicht so wenige. Ist doch halt alles sehr frei und actionlastig. Ha! Found you. You won't get the best of me. Go ahead, try and fight back. Buja! So, das soll es jetzt sein, oder? Dann die Khajiit looten. Was haben die denn mit denen gemacht? Einfach gekillt, weil die Potatoes hatten. Ich meine, ich mag Potatoes, aber das ist nicht so sehr. Hätten sie Toast oder Brot transportiert, wäre das eine andere Sache. Dafür töte ich auch, aber... Potatoes? Müssen wir noch kochen? Das ist anstrengend. Novice. Unlocken wir. Schwing. Mist. Plain brown bits. Ist noch was unter dir? Nee. Ist ein Dunmar, oder? Ich glaube ja. Ja. Ich habe das Gefühl, ich kann langsam nicht mehr die Zauber machen, ohne Buja zu sagen. Als wäre ich Ali G oder so. Habt ihr früher Ali G geguckt? Kennt ihr noch Ali G? In meiner Jugend war das der Hit. Das waren jetzt alle, glaube ich. Ein bisschen wie Erkan und Stefan auf amerikanisch. Aber Erkan und Stefan kennt ihr wahrscheinlich dann. Also wer Ali G nicht kennt, der kennt auch Erkan und Stefan nicht. Erkan und Stefan. Oh, was für ein hohler Scheißhumor. Was, wie anspruchslos Kinder sind, oder?
Ey, gib mir den Lauch! Cabbage brauche ich nicht. Die haben das hier einfach überfallen. Burnt Corpse? Oh, jetzt sehe ich es auch. Ja, die haben, so wie es aussieht, dieses Imperial-Lager einfach überfallen. Ah. Nein. Geht's weiter? Und schon hast du es. Das ging ja schnell. Ich glaube, du wirst es nicht bereuen. Wird ja auch immer noch geupdatet. Hat ja jetzt auch von dem, wieder ein neues, ja, eine neue Version, den mit Creation Club Content. Hast du dir wahrscheinlich auch geholt, die Anniversary Edition. Also ja, da wird auf jeden Fall auch immer ja noch dran gearbeitet. Ist, glaube ich, keine schlechte Investition. Vor allem nicht, wenn man ESO schon mag. Dann, finde ich, fühlt sich das sehr ähnlich an. Ja, dann sind wir durch, glaube ich. Wir waren da unten. Ah, hier waren wir noch nicht. Das sind ja süße Emotes wieder. Ja, aber wenn eine Alternative, dann glaube ich, geht's nicht besser als Skyrim. Wenn du wirklich sagst, ich habe hier Skyrim, ich habe hier ESO und ich will etwas, was so ist, aber vielleicht offline, ja, dann ist das ein, wie sagen die Kids heutzutage, ein No-Brainer. Dunkel hier. Gar keine. Nicht rein. Ah! Hat gerade noch gesagt. Dunkel. Destiny 2. Das ist ja auch nur Multiplayer, ne? Ja, ich glaube so, das ist auch noch Multiplayer. Das weiß sogar ich. Was ich auch weiß, ist, wie man kostenlos in diesem Spiel in einem Bettchen schläft. Das ist das, was ich jetzt machen werde. Wenn ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt habe. Gab es hier gerade noch... Ja, wir gehen jetzt weiter nach Süden. Eigentlich wollte ich ja nach Riften. Also genau die andere Richtung. Mal umdrehen. Jetzt gehen wir nochmal drumherum. Vielleicht war da was Cooles. Rini. Du scheinst dich ja so ein bisschen dann in Online-Games auszukennen. Ich muss nämlich zugeben, kannst du mir sagen, heißt ja nicht, dass du alle kennst oder alle schon gespielt hast, aber kannst du mir sagen, wie sich Fortnite, Destiny und Overwatch unterscheiden? Die haben auch alle so einsilbige Wörter, Begriffe irgendwie, dass ich immer ganz durcheinander komme, was ist. Wobei, doch, Fortnite ist doch das von Epic, wo man auch so Sachen bauen kann. Overwatch ist, glaube ich, doch einfach nur ein Ego-Shooter. Destiny ist aber noch irgendwie anders. Bin ich jetzt hier? Wer will mich jetzt überfallen?
Ich hoffe niemand. Destiny 2 kann ich einfach nicht unterstützen. Fand das als Halsabschneiderei nach Destiny 1, dass sie einfach die Story rausnahmen ohne richtigen Grund. Wie jetzt? Story rausnehmen. Ist Destiny 2 Destiny 1 ohne Story? By the gods, it's true, isn't it? A dragon has attacked Whiterun. How could mere men bring down such a beast? Sie hatten mich. Confiscated goods. Lass mich mal kurz. Siehst mich doch nicht, oder? Noob. Was hast du bei dir? Nichts, was ich haben will. I've been looking for you. Got something I'm supposed to deliver. Your hands only. Let's see here. It's from Falk Firebeard at the Blue Palace. Ooh, you've got friends in high places. Das war ein Brett. Looks like that's it. Got to go. Ich habe die ganze Zeit gewartet, wann ich das sagen konnte. Danke, lieber Courier. Nope. Sorry. Nothing. Was steht denn da in der... Was ist denn die Notiz? Frag mich nicht. Overwatch habe ich nur kurz gespielt. Ah, okay. Okay, Rini. Auf welcher... Moment, was hast du gesagt? Du hast gesagt Konsole, aber welche Konsole spielst du denn eigentlich? PlayStation oder Xbox? Xbox. Okay, ich lerne alles, was ich... Okay. Was schreibt mir denn der alte Falk? Natiza. Over the last few days, we've had some disturbing information come to light regarding the events at Wolf Skull Cave and the summoning and binding ritual you interrupted there. Okay, das ist neu. Dass eine Quest doch jetzt noch Auswirkungen hat, hätte ich nicht gedacht. Given your involvement with that event, I'm asking you to return to Solitude to help us once more. I'm wary of putting all the details in print. Please come see me at the Blue Palace. Sincerely, Falk Firebeard. Ja, demnächst. Hab noch was zu tun. Ich bin jetzt in Riften, mein guter Falk. So, jetzt ist auch langsam wieder hell. Jetzt lasse ich auch das mit dem Night Eye. Nachtauge. Ja, typisch, dass der Mann hier wieder seinen Becher mit Met hat, während die Frau verdursten muss. Okay, du siehst mich nicht, ne? Du siehst mich nicht, ne? Nein, du siehst mich nicht. Hier war doch vielleicht... Okay. Ah! Hey! Dann gehen wir weiter. Ich hab gestohlen. Bad Boys, Bad Boys. Destiny 2 haben sie Free-to-Play gemacht und einfach die Story rausgenommen, dass du einfach ohne Wissen, was eigentlich... Aha. Ah, Geschäftsmodell. Und das Steam Deck nicht zu vergessen.
Steam Deck? Ich weiß, was ein Stream Deck ist, wo man draufpackt und puncht und dann kommen Stream-Sachen hier. Steam Deck, aber das kenne ich auch. Steam Deck. Ich weiß nicht mehr, was Steam Deck ist. Naja, das ist dennoch nicht schlecht. Content bis mau, aber kommen viele Leute nicht wirklich davon los. Komm, kannst du auch verstehen. Noch auf PlayStation, okay. Konsole für Steam. Ah, ja. Und was ist damit? Okay. Ja, ist ja auch, kommt ja auch immer drauf an, was für Priorität man hat, Rini und Angmar. Ob man halt auf Story steht und das haben möchte. Ups. Oder ob man einfach mit dem normalen, ich lenke mich eben kurz ab mit dem Spiel und das macht mir Spaß, dann auch zufrieden ist. Aber sie hätten auch noch beide Versionen vielleicht anbieten können. Oder ein Story-DLC oder so. Einfach nur für, weiß nicht, oder Singleplayer-Mode, sowas in die Richtung. Vielleicht hätte das eigentlich auch noch funktioniert. Wer bist du? Ach so. Noch auf PlayStation, aber vielleicht ein PC her. Ah, okay. PlayStation. Ich habe auch eine PlayStation. Eine PlayStation 3. Hold there. Before I let you into Riften, you need to pay the visitor's tax. For the privilege of entering the city. What does it matter? All right, keep your voice down. You want everyone to hear you? I'll let you in. Just let me unlock the gate. Idiot. Die einzige Konsole, die ich habe, ist eine... Gate's unlocked. You can head inside when you're ready. Ja, du bist auch nicht beeindruckt von ihm, ne? Eine PlayStation 3 habe ich mir letztens neu geholt, weil meine alte kaputt gegangen ist. Ich hatte noch die Big Mama. Und jetzt habe ich mir genau die Version geholt von der PlayStation 3, die ich haben wollte. Und eine Nintendo GameCube. Der GameCube war meine erste Konsole, die ich von einem Freund abgekauft habe. Weil... Ja, mehr sage ich dazu nicht. Aber ich bin halt mit dem PC aufgewachsen. Und irgendwie war ich schon immer der PC-Typ. Hallo! Erfinder. Wir sind gleich in Riften. Schön, dass du pünktlich zum Besuch hier bist. Ja, weil du wegen Konsolen gefragt hast. Und ich dachte, ich hatte nämlich noch Steam Deck. Nicht zu vergessen, ich dachte, das hatte noch was mit Destiny zu tun. Deswegen war ich verwirrt. Mal fast zum Gruß. Erfinder, falls du dich fragst, was das heißt, so sagt man sich wohl in Enteral Hallo. Dass das Ganze wegkam, hat auch seine Gründe, die sonst alles zu groß wird. Hab von PlayStation 1 bis 4. Cool. Ach, mit dem Store. Das war... Okay, der erste Post war noch Destiny. Ich dachte, der zweite Post war... Ja, und ich dachte, es ging noch um Konsolen. Was für ein Aal? Enderal. Das ist eine Skyrim-Mod, Erfinder. Was, das weißt du nicht? Nein, ist eine Skyrim-Mod. Und die spielt der Herrmeister aus Angmar gerade. Und ist erquickt ob des Spieles. You can get a room at the Bee and Barb, but mind your coin purse. It's no secret the Thieves Guild makes its home here. Endlich. Oh, and if you meet Maven Blackbriar, stay on her good side. This is her city, and nobody else's. See ya. Blackbriar? Wait a second. Hast du schon mal eine City da? Nee, das ist das erste Mal. Ich finde das zum ersten Mal in meinem Leben bin ich gleich in Riften. Ist das die unten rechts auf dem... Ja, richtig. Woher wusstest du das, Erfinder? Ja, ist die unten rechts auf der Map. Und eine von PlayStation 1 bis 4. Krass. Dann bist du ja so ein richtiger... Oder richtige, weiß ich nicht. Oldschool-Gamer. Ich habe damals mit DOS mit Windows 95 angefangen.
Und dann, das erste Spiel, an das ich mich erinnern kann. Vielleicht war es auch, ich glaube, das war Lost Vikings 1. Ja. Und die anderen, die ich durchgespielt habe, war, ja, egal. Hier, diesen Brief habe ich in der Honningbrew Meadery gesehen, in der Nähe von Whiterun. Ging an Sabiorn. Gucken wir nochmal, was da drin stand. This is my third and final offer. I feel that I've been more than generous with the amounts I've stated to buy your meadery. There's no reason for competition to stifle both of our businesses. Unified, we could make Blackbriar Mead a household name and bury anyone else who tries to start a similar business in Skyrim. If you wish to accept my offer, please come to Riften and stay at my manor as a guest. I think you'll find that being a part of the Blackbriar family would be both lucrative and life-saving. Die ist geil? Ja, schon, bin weiblich. Okay. Rini. Hatte ich auch gedacht bei dem Namen. Ich zum Beispiel habe ich hatte schon mal in E-Mails, die ich schreibe, werde ich meistens als Frau identifiziert, weil ich so viele Smileys benutze. Ich will nie mit meiner geschriebenen Schrift Leuten auf den Schlips treten. Und es gibt meistens ist es auch, habe ich das Gefühl, eher etwas Weibliches, viele Smileys im Text zu benutzen. Und du hast noch keinen benutzt. Nicht einen einzigen. Deswegen, oder? Ja, aber ein paar Emotes hattest du, stimmt. Und deswegen dachte ich mir, bin ich mir nicht sicher. Aber der Name Rini kam mir dann doch irgendwie weiblich vor. Achso, Glückwunsch wahrscheinlich wegen der Konsolen. Nehme ich an, Angmar. Ich wäre auch gern weiblich. Was macht denn Effindo? Was macht denn diese Stadt in Riften? Was macht die Stadt so geil, Digga? Ich wäre übrigens, also ich bin froh, dass ich nicht weiblich bin, weil ich mir das recht anstrengend manchmal ist, glaube ich. Mit den ganzen dummen Typen, die einem immer nur Scheiße anlabern. Oh. Ja, ist wirklich schön bisher. Dann gehen wir mal rein. Hallo, Flaske! Das ist die Kacke am Dampfen, da geht's ab. Echt? Riften ist Kacktown? Okay. Auf jeden Fall ist die Thieves Guild, was mich schon mal... another run-in with the Thieves Guild. Be careful, Mjol. The Thieves Guild has Maven Blackbriar at its back. One snap of her fingers and you could end up in Riften jail. Or worse. They represent the reason I'm here. I can't just ignore them, Eren. I know. I just don't want you to leave. You're the only good thing that's happened to this city in a long time. Ich mag auf jeden Fall den Nordakzent. Kann ich nicht... Oh, Flaske! Wollte ich gerade... Flaske, der hier geht auf dich. Wasser. Flaske. Ich weiß nicht, ob das schon mal erwähnt hat, aber... Wasser ist Leben. Prost. Wieso, man kann doch mal einer Frau Glückwünsche aussprechen. Ja, habe ich ja. Auch nichts gegen gesagt. Bist einer der wenigen, die es richtig haben, werde so oft für einen Mann gehalten. Ah! Du meinst auch... Sind das alles deine eigentlich? Deine... Schloh, von Schlorox? Nee. Okay, okay. Ich finde die schon niedlich. Zunge, so und so. Ist auch immer die gleiche Reihenfolge. Das war ja schon gerade am Anfang die Trifecta der Rini-Emotes. Streamst du denn auch selbst Rini? Oder bist du nur Zuschauerin? Hey, Mjol. You're a stranger here too, huh? I've been adventuring across Tamriel since I was a fresh-faced young woman barely able to swing a blade.
My travels have taken me from High Rock to Valenwood, Elsewhere to Morrowind, and all points in between. Many years ago, I lost my blade, Grimsever, within a Dwemer ruin. I took it as a sign that I was wasting my days in search of wealth. You and I are alike. We seek challenge. You don't know me. But for me, that's where the similarities end. You see, Riften is my great beast to be slain, and my fortune comes from gratitude and trust. Ich verstehe dich nicht. Maven Blackbriar, the matriarch of the family, represents everything that's wrong with this city. She's bribed countless officials, has friends back in the Imperial City, and freely associates with the Thieves' Guild. I've tried everything I can to protect Riften's citizens from her family, but to no avail. Well, there is Ingun Blackbriar, Maven's daughter. Strange girl. She likes to spend time down in Elgrim's elixirs working on her alchemy. Then you have Hemming, Maven's son, spoiled brat and heir to her empire. He follows her word like a loyal dog follows its master. And finally, Sibi, the worst of all of them. He's in Riften jail for murder. Klingt auch nicht wie die Thieves Guilds, die ich früher kannte. Honor Among Thieves und so. Ich wünschte, ich hätte so einen Akzent. Und dieser... gleich mehr. To call it a guild is ridiculous. How can people who would betray one another over a gold coin be considered part of an association? They're the worst kind. Even the Dark Brotherhood abides by a strict set of rules and tradition. These thieves are just rabble. What do you think? Von dem, was du bisher sagst, Safe travels. sage ich erstmal nichts. Ich glaube übrigens, falls ihr euch wundert, wobei, wenn euch etwas gerade aufgefallen ist bei dem Gespräch, weil wenn ihr es vielleicht einmal hört, dann stört es euch, aber wenn ich es nicht sage, dann merkt ihr es nicht, dann ist das irgendein komischer Bug, den ich nicht loswerde. Ja. Was streamt man denn so? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Go, go, Power Rangers. Ich meine, du hast eine PlayStation 1 bis 4 und... Moment, 1 bis 4 und postest noch den pinken Power Ranger. Rini, es kann sein, dass du sogar älter bist als ich. Sind bisher die wenigsten meiner Zuschauerinnen und Zuschauer. Das sind deine. Ah. Oh, Flaske, wo kommt? Oh yeah. Megamorphin Power Rangers. Auch Flaske kennt noch die Power Rangers. Das wundert mich jetzt. Ich bin vergangenes Jahr 30 geworden. Werde dieses Jahr im September 31. Hauptsächlich Destiny 2 PvP, wenn jemand aber in PvE hilft, braucht man ja auch dafür zu haben. Dann auf der Suche nach Alternativen. Alternativen zum Stream auch und nicht nur zum Spielen. Aha. Ich glaube, Skyrim findet schon bei vielen Leuten Anklang. Du bist ja jetzt auch hier. Und ich glaube, noch kein Spiel hatte mir bisher so viele verschiedene Zuschauerinnen und Zuschauer beschert wie Skyrim. Wobei ich auch schon lange streame und trotzdem ja immer noch bei den 100 Followern rumdümpel. Also ist es vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, ob ich dann Benchmark bin. Kommt darauf an, was man gerne spielt. Hunt Showdown kann ich empfehlen, ist aber Geschmackssache. Der Power Ranger ist auch ein Insider von meiner Community. Inwiefern? Kannst du ihn erklären oder muss man dabei sein? Ich bin etwas jünger. Immer spannend, das erste Mal in eine neue Stadt zu kommen. Okay, ich habe jetzt gespeichert. Nein, ich wollte noch mit der Lioness. Ja. I don't know you. You and Riften looking for trouble? Als wenn man mich so... Don't say something you'll regret. Last thing the Blackbriars need is some loudmouth trying to meddle in their affairs.
The Blackbriars have Riften in their pocket and the Thieves Guild watching their back, so keep your nose out of their business. Me? I'm Maul. I watch the streets for them. If you need dirt on anything, I'm your guy. But it'll cost you. Ich zeige ihm doch nicht einfach meinen Gem. Nein, nein, nein. Then we're speaking the same language. Good. So what do you want to know? Dark Brotherhood ist auch hier in dieser Stadt? Ich glaube, er findet, ja, hier geht's richtig ab, ne? Well, you got Maven. She pretty much runs the whole operation. She's got friends in high places, if you know what I mean. She's also got ties to the Dark Brotherhood and the Thieves Guild. So basically, no one can touch her. Just remember, if she tells you to do something, you damn well better do exactly what she says. Wenn mir Leute so kommen, wisst ihr, ich will Maven jetzt töten und ihren Platz einnehmen, weil ich es einfach nicht ab kann, wenn Leute mir schon gleich sowas sagen, dass da irgend so ein mega powerful Oberboss ist, die ich mit der linken Hand auf dem Rücken anspucken kann. You kidding? My brother Dirge works in their hideout. I used to run with Dirge. them myself, but took a job with Maven after they started hitting a rough patch. If you want to get in on that action, find Brynjolf in the marketplace. I'm sure he could use someone like you. Manchmal glaube ich, die haben einfach nur Konsonanten aneinander geworfen, dann kam sowas wie Brynjolf raus. The only thing I heard is a rumor that a boy named Aventus Aretino in Windhelm has been attempting to contact the Dark Brotherhood. He used to live here in Riften at the orphanage on the other side of town, but I think he ran away. Can't say I blame him. Do I look like a merchant to you? You're gonna have to take that up with Vex in the Thieves Guild. Get in good with them and you'll find her. Exalia? Das wundert mich. No stone unturned. Interesting. Ist das die Miscellaneous-Ding jetzt hier abgeschlossen? Sieht so aus. Ah, endlich. Wie lange streamst du denn, wenn ich fragen darf? Also, du meinst wahrscheinlich nicht von welcher Uhrzeit bis zu welcher Uhrzeit. Ich streame nämlich von Sonntag bis Mittwoch ab 20 Uhr. Am Sonntag gibt es das Wunschfeuerwerk. Da ist es ein bisschen Just Chatting. Letztes Mal haben wir Stadt an Fluss gespielt. Manchmal auch Gartic Phone. Manchmal rede ich auch über meine Lieblingsserien. Aber du meinst, und von Montag bis Mittwoch streame ich Let's Plays und im Moment für Skyrim. Du meinst, wann ich angefangen habe zu streamen. Das kann ich dir ganz genau sagen. Es war der 7. Mai 2020. Glaube ich. Final Fantasy 6 habe ich da gespielt. Und damals aber noch auf Mixer. Das von Microsoft. Was leider kaputt gegangen ist. Oder halt, was sie eingestampft haben. Und dann seit Anfang 2021, glaube ich, bin ich auf Twitch. Der Insider ist mega schwer übers Schreiben zu erklären. Okay. Hat etwas mit dem PvP zu tun. Flaske. Kannst du den hier, Flaske? Also in meinem Kopf kann ich den übrigens total gut. Aber Moment, sieht den ja in der Webcam auch kaum. Aber ich sag dir, hier fängt das richtig wellig an. Okay. Ja, kann ich genau so. Flaske, wir sollten eine Band gründen. What did you want? Noch irgendwas? Be seeing you around. Be seeing you. Oh. Bollys Haus. Let's visit Bollys Haus. Vielleicht gibt es da ein bisschen Holz. Versteht ihr? Bollywood. If you're looking for a handout, you'll want to speak with my husband. With my husband's newfound religion, what I do with our coin and what I do all day seems less important to him. Suits me. At this rate, he'll give the entire Riften fishery away to charity. Then how will I live? Such a waste of time preaching to the poor. If they're that hungry, they should just grow some food or something.
I spend every Friday at the fishery, so I know the meaning of hard work. All those forms to fill out and file, it's exhausting. Mark my words, if Boley thinks he's giving all our wealth away to some poor slob, I'll leave him high and dry. Boley's around somewhere, planning to feed the poor with his nonsense about Mara. Nivenor, total schöner Name, ne? Aber ist das eine Bitch? Ist das vielleicht eine Bitch? Sag ich euch. Wo ist die Bitchy? Ja. Never can have enough potatoes. Wie heißt die Band? The Boys? Wild Boys, Wild Boys. Nee, the Boys are back. Vielleicht die Fly Punch statt Dropkick. Fly Punch Flaskes. Ich finde das nicht gut. So, werde ich jetzt erstmal weiterziehen. Werde aber wieder vorbeischauen. Danke, Rini. Danke fürs Folgen. Bis dann. Und ich hoffe, du hast Spaß mit Skyrim. Das wollte ich sagen. Viel Erfolg. Hallo, Chiroxy. Chiroxy ist da. Wir sind in Riften. Das erste Mal bin ich hier. Wow. Das ist mal eine Nummer, Chiroxy. Vielen allerliebsten Dank. Danke, Chiroxy. Das ist ja ganz viel. Danke. Boah. Der ging auf dich. Der hier auch. Der Rest, Chiroxy. Ich zeige meine Dankbarkeit, indem ich Wasser trinke. So macht man das in meiner Kultur. Der Feuerkultur. Danke, Chiroxy. Die Flypunch Feuerglatzen. Vielleicht Flaskeglatzen, das ginge auch. Moment, ich finde das auch mal. Ja, das von Angmar war eine gute Idee. Ich hab die ja auch. Und übrigens, irgendwann kommt auch mal mehr wieder, ne? Ich hab sie nur. Muss ich mal die der ging an dich. Die Cutie Cat mal wieder anhauen. Und dazu nötigen, mir meine Emotes zu basteln. Ah, da ist er ja. Er steht direkt da und du redest so über ihn. Ja, besser als. Ach, ich weiß auch nicht. Hey, Bonnie. New in town, eh? Here for the fishing, I guess. Oh, jetzt hab ich einen Wasserbauch. Chiroxy. Only the best in all of Riften. I own Riften Fishery. Started out with a single fishing pole and now I have an entire building and 2 boats to my name. Not bad for a middle-aged Nord, eh? Too bad I haven't had the same success helping this city shed its poverty. And even Nord thinks I'm wasting my time trying. But I disagree. Diesen Akzent hingegen finde ich total. Ich finde, er klingt die ganze Zeit, als hätte der Typ 1 Kilo Spucke in seinem Mund und kriegt das aber weder raus noch rein. Ich frage mich, ich meine, ich glaube nicht, dass das ein Fake-Akzent ist, deswegen will ich auch nicht seine ganze Culture irgendwie dissen, aber es klingt für mich irgendwie verkehrt. I sell my catch across a good portion of Skyrim. It's worth its weight in gold to me. The only untapped market left is Markarth. However, I just got word that Klepper at the Silver Blood Inn might be interested. If you're headed that way, I would appreciate you delivering a purchase agreement for me. You'd be paid, of course. Of course, okay, I'll do it. Good. Klepper will pay you as soon as you arrive with the letter. Here you are. Yes, I suppose someone has to be around here. Have you seen the condition of this sorry excuse for a city? Beggars roam the streets, crime runs rampant, and the threat of war's driving away business. The paltry amount of coin that I place in the charity box at the temple is the least I can do to help. Wenn nicht gestohlen wird. Nivenor is my wife. How I was ever able to meet such a gorgeous creature is one of life's mysteries. Beauty ist nicht alles, Polly. We're at odds about my charity. She thinks the people in this town have become lazy and expecting a handout. I tried to include her in my lessons for Mara Mall over at the Temple of Mara, but she prefers to shop instead. Different strokes, eh?
Remember to give at the temple. Vergiss sie, Bolly. Vergiss sie. Sie ist es nicht wert. Sie ist böse. Nivenor. Sie ist überhaupt nicht lieb. Wir alle hassen Nivenor. Du die, du die. Oh, cozy. Soll ich jetzt von ihm... Ah. Was ist das? Bolly, I'm sorry to have to tell you this, but your suspicions are likely correct. I've been following Nivenor as you requested, and I'm fairly certain that she's had extramarital relations with more than one individual within Riften. I have yet to obtain proof of her adultery, so please do not confront her with this information until I've secured it. I'll waive the usual charges for now, but expect full payment once. Aha. Aha. Da habe ich ja Glück gehabt, dass ich noch schnell hier war. Also schneller war, als er oben war. Ah, vergiss die Nivenor. Fehlt noch ein feuriger Tintenfisch. Ein feuriger Tintenfisch, stimmt eigentlich. Ich glaube, der hat nur aufgespritzte Lippen. Deswegen redet er so. Vielleicht, doch. Der Look passt auf jeden Fall. Shroxy, du hast mich so krass zum Trinken gebracht. Ich muss jetzt ganz doll pinkeln. Wir sehen uns gleich wieder. Ich kann nicht mehr halten. Ja! Oh ja. Ich mach mal kurz einen Zwischendurch, Mic-Check. Und frage euch, weil jetzt sind gerade noch ein paar mehr Leute da, habe ich das Gefühl. Und Angmar hatte gerade schon einen guten Tipp. Er meinte, Metro, hat er gesagt. Weil ich jetzt so nach fast 20 Streams Skyrim brauche ich vielleicht doch nochmal wieder irgendwas anderes zwischendurch. Und zwar ein kurzes Spiel. Und meine Idee, und Angmar dazu, ich glaube auch etwas, was nicht in der Ego-Perspektive ist. Also würde auch Metro dann eben wegfallen. Was ich irgendwie mal für vielleicht eine Woche oder so streamen kann, dann habe ich es durch. Und dann wieder weiter mit Skyrim, damit ich das wieder mehr zu schätzen weiß hier. Ich bin noch nicht ausgelaugt mit Skyrim. Und es macht auch immer noch Spaß. Aber irgendwie... Der Superfunke ist halt auch noch nicht rübergesprungen. Vielleicht wird das auch nie passieren. Aber ich dachte mal, zwischendurch kann man auch mal wieder was Neues streamen. Und habt ihr da Ideen, Vorschläge, Vorstellungen? Was würdet ihr persönlich, nicht was würde anderen gefallen, weil das weiß man ja nicht. Aber was würdet ihr persönlich gerne von This Feuerglatze hier gestreamt sehen? Ich hatte zum Beispiel gedacht, was ich schon immer mal spielen wollte. Und ich bin gerade, und das Genre mag ich einfach immer. Und ich habe aber den Begründer des Genres noch nie gespielt. Alone in the Dark 1 würde ich vielleicht mal spielen. Oder vielleicht auch ein Point-and-Click-Adventure, ein schnelles. Vielleicht ja sogar Monkey Island 3. Ja, vielleicht das. Oder auch irgendwie so ein Taktikspiel von oben. So mit sowas wie XCOM oder Desperados oder so. Oder Commandos. Irgendwie sowas. Oder Battle Realms, das Strategiespiel. Also irgendwie so ein paar Spiele. Okay, die haben jetzt alle keinen Zusammenhang. Aber was wäre das? Hättet ihr da was? Mag das Game nicht. Metro? Shroxy? Two minds think alike. Age of Empires. Ich glaube, Age of Empires ginge nicht, weil ich, soweit ich weiß, nicht einen Age of Empires Teil habe. Oh, ich habe Age of Empires 2 und 3. Aber ich weiß noch ganz genau, wie damals immer alle gerne Age of Empires gespielt haben. Und ich hatte früher voll die Strategiespielphase, lange, und habe aber nie Age of Empires gespielt. Ich hatte Age of Mythology, Stronghold, Battle Realms, Empire Earth und auch Earth 2160 hieß es, glaube ich. Aber nie Age of Empires. Ach, Alone in the Dark magst du nicht. Ah, ist dir zu gruselig, die Blockgrafik, oder woran liegt's? Hattest du nicht auch sogar... Du hast doch mal irgendwas mit Alone in the Dark erwähnt. Nicht unbedingt, dass du spielst, aber irgendwas... War da nicht irgendwas, Shroxy? I'm really getting tired of your excuses. When you borrowed the money, you said you'd pay it back on time and for double the usual fee.
I know I did. But how was I to know the shipment would get robbed? Next time, keep your plans quieter, and nothing would have happened to it. What? Are you telling me you robbed it? Why? Why are you doing this to me? Look, Shadra, last warning. Pay up or else. All I care about is the gold. Everything else is your problem. Huh? What do you want? Yes. Hofgreer took me in when I arrived in Riften about a year ago. He's been teaching me everything he knows. Horses are my whole life. Back in Hammerfell, I helped my family raise horses at our farm. I hope to open my own stables one day, but I think it's going to take a lot longer than I expected. I owe a great deal of money to someone, and I think they cheated me. I don't know what to do. I was able to work out a deal with the stables in Whiterun to sell me some of their tack and harnesses. I borrowed some gold from Sapphire to pay for the shipment, but it got robbed before it even arrived. Now Sapphire wants her money back, and if I don't pay her, I think she's going to kill me. All meats guaranteed, clean and free. You will? Oh, thank you. Be careful with Sapphire. She mixes with all sorts of nasty people. Nasty people. Nasty people. Nasty people. Eigentlich fand es nicht so doll. Oh, okay. Also ohne Ego ist eher schwierig. Angmar kennt nur Ego. Ja, ich habe das erste angespielt und dann ein Let's Play geschaut. Hätte auch so ad hoc keinen Spielwunsch. Ja. Shadow of War. Wie gesagt, ich meinte ein kurzes Spiel eben mal so, ne, Angmar? Ja, ich meine, aber trotzdem danke, weil diese Sachen bringen mich ja auch dann wieder auf andere Ideen. Aber das, was du bisher sagst, klingt alles recht lang. Helges Bankhaus. Can I help you? Ein bisschen gruselig, wenn die reden, bevor ich sie sehen kann. Helge. Was steht denn hier? Was steht denn hier? Sweet Helga. Last night I was the most wonderful night of my life. The things you showed me, the things we did. I could never have dreamed that it was possible. Who even knew that someone could manipulate their body in that manner while wearing Daedric armor boots? You are a true master of the Debellan arts, me love. A credit to your religion. Perhaps we'll meet again soon, but next time, allow me to bring the trout, your secret lover. Darf ich das stehlen? Ich sammle Briefe. Dankeschön. Ja? Mint? Sorry about the mess. Keeping this place clean is quite a chore. Work? I suppose you can call it that. I call it slavery. I work my fingers to the bone keeping this disgusting place clean. Ever since my parents died and Helga took me in, it's been a nightmare. How was I to know she was such a wretched woman? So now I'm stuck living here, while those pigs she calls customers grope me and say the most awful things. Die Frage ist wirklich, aber woher hat Helga Daedric Boots? Meine Meinung. It's not just the work, it's everything about her. She's disgusting. I think she takes her worship of Dibella a bit too seriously. Do you know she slept with 3 different men in the last month alone? What kind of woman would do such a thing? Single woman? Just for once, I'd like to see her squirm, to rub her nose in it. Actually, there is, but I don't think I could get away with doing it. She'd kill me if she found out. You see, I happen to know, after she makes love, she gives her partner a token of her affection, called a Mark of Dibella. If you confront her with 3 of the marks, she'd be so embarrassed.
Well, I don't know what she'd do. Oh, this is going to be great! You need to get the marks of Dibella from Boli, Hofgrir, and Indaren. Not sure how you're going to do that, but try your best. Then just confront Helga with them, and the rest works itself out. Try and get those marks without violence, please. I don't want to be responsible for their deaths. Or yours. Bolli? War das nicht der Typ, der... Aha. Hä? Verstehe ich nicht. Der mit den Spritzlippen. Oh! 13. Brille 100. Das... Ha! Finde ich witzig. Einfach nur, das mache ich. Du meinst so rum? Das Nasendings? Richtung Stirn. So? Okay, mache ich. Oh Gott. Lass mich noch kurz lesen, was da steht. Mickey Mouse Castle of Illusion. Gar nicht so schlecht. Erinnere mich auch ein bisschen an Pandemonium, immer wenn ich das mal sehe. Bofagel, was ist hier denn los? Sind das alle Zuschauer oder Bots bei den Benutzern? Also ich habe 7 Zuschauerinnen und Zuschauer, so wie es aussieht. Der Rest sind Bots. Kitty Cat, miau, miau. Und ihr Erfinder, ich kann jetzt nicht so häufig in den Chat gucken, weil sonst fällt die vielleicht runter. Aber 5 Minuten, so ein Spaß. Uffa, ufta. If you're looking for a bed, this is the wrong place. Wieso? This heap of matchsticks is what everyone calls Helga's bunkhouse. Can you stay here? No. The bunkhouse is for the working man, not some sort of luxury inn for tourists. Of course not. You expect me to take care of it by myself? My niece Svana helps me with the chores. She'd be more help if she kept her head out of the clouds. She's been with me ever since her parents were killed by bandits and she was dropped in my lap. There's a college in Winterhold that teaches magic. It's very secretive, though, and you know how people hate secrets. The Jarl's Court wizard was taught there. That one's full of secrets. I don't know why I bother. Das ist fast wie invertiert spielen, irgendwie. Weil meine Augen haben auch unterschiedliche Stärken. Ist er weiter? Nee. Halloin, sind Leute hier? Halloin? Können Sie mir sagen, wo ich den Ausgang finde? Halloin? Das ist eine Tür, okay. Da ist ja noch eine Tür, halloin. Aber hier schläft ja gar keiner. Gar niemand schläft hier. Kann ich da drin schlafen? Nee, kann ich nicht. Ist geohnt. Hat jemand das Bett richtig geowned? Read Bagger. Bei Revan. No, not now. Geht's hier noch? Nee, da geht's runter, ne? Ja, okay. Da ist ja noch eine Tür. Hallo. Cabbage Man. Und ein Keller. Was haben wir hier denn noch? Okay. Stroh? Warum liegt hier Stroh? Lydia, komm mal her. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Hast du eine Idee? Nee, ne? Oh, hallo, Herr. Ich habe Sie gar nicht erkannt. Herr Sack. Sind Sie häufiger hier? Oh, ich glaube, das ist ein Balken. Potatoes. Egal, ich habe genug Potatoes. Ihr sagt Bescheid, wenn die 5 Minuten vorbei sind, oder? Hier ist ja noch eine Tür. Hallo. Hi. Ich mach die mal zu. Okay, Honig. Leather Strips. Nein, zulassen. Lydia. Shrine of the Bella, was kann der denn? Oh Gott. Hallo, Shiroxy. Lang nicht mehr gesehen. Und hallo, Herr Meister, irgendwas. Und dann auch. Richtig, Kitty Cat is in the house. Ich habe schon letztens gerade noch gesagt, als... wie sieht das eigentlich
Das sieht gar nicht so doof aus, oder? kann ich tragen. Okay, ich glaube, das waren 5 Minuten Erfindung. Aber ja, jetzt dafür hast du die Flämmchen. Und ich werde jetzt wieder, Glatzenfeuer wird wieder zur Feuerglatze. Besser. Kitty Cat, genau. Lass uns doch, vielleicht hast du irgendwann nächste Woche Zeit. Das war witzig. Freut mich. Dass wir nochmal Emotes machen. Vielleicht ja schon. Mal gucken. Wobei, diese Woche haben wir auch noch ein paar Sachen vor, ne? Aber vielleicht nächste Woche. Hier, Lavendel. Mountain Flower. Ah! Nein, ich wollte nicht die komische Wooden Shit-Dings. Nein! Keine Spuren hinterlassen. Die muss dahin. So. Nur noch hier drin? Nichts. Falmer Blood Elixir. Lusty Argonian Maid darf natürlich nicht fehlen. Aha. Das ist ja auch gar nicht, dass ich hier gerade drin bin. I'm right behind you. Lead on. Es sieht niemanden, dass ich gerade hier bin, anscheinend. Apprentice Lock. Auch nicht wenig. So, ist da noch was unterm Bett? Hawker Tusk. Okay, die Anspielungen werden immer deutlicher. Never lass einen Septum einfach so liegen. Shrine of the Bella, genau. Ich wollte gucken, was macht das? Kynareth habe ich ja, glaube ich, gerade aktiviert. Ne, Stenda. Health Regeneration. Okay, und was macht Shrine of the Bella? Stamina Regeneration. Ach ja, man braucht auch viel Ausdauer einfach für das, was man da so macht mit die Bella. Komm, nehme ich. Dieses schöne Lied, The Streets of Whiterun. Ist das nicht schön? Ich finde es immer so schön, dieses If you're Lied. looking for a bed, this is the wrong place. Gut, dann bin ich wieder draußen. Oh, meine Augen haben sich, glaube ich, immer noch nicht erholt. Wer bist du? Come to laugh at the grave tender? What? If you're trying to ask if I tend the Hall of the Dead alone, then the answer is yes. You think anyone around here is going to lift a shovel to help me? Guess again. Leave the dirty work to old Alessandra. Look, I didn't ask for this job. I got stuck with it thanks to my father. Was mich ein bisschen stört bei Skyrim ist, dass auch die alte 50-Jährige aussieht wie aus dem Hollywood-Film irgendwie. Es gibt hier keine hässlichen Leute in Skyrim. Finde ich ein bisschen weird. My father was a priest of Archay. All my life was spent around the dead, being forced to learn the proper burial rituals and prayers. I never had any friends. Who'd want to spend time with the weird little girl who hangs around dead people? So I grew up with a miserable trade. This is all I know how to do. Prepare and inter the deceased. I'd like to make the journey to the Hall of the Dead in Whiterun, and give my ceremonial dagger to Anders, the caretaker. I believe once it's interred with my father's remains, I'll be at peace with his memory.
Machen wir. I hadn't asked you because I was afraid you'd say no. I appreciate your help. Here, I'm entrusting you with the dagger. Bring it to Anders and he'll take care of the rest. A priest of Archay is entrusted with a ceremonial dagger once they've completed their training. It's usually given by the head priest who sanctified the ritual. In my case, the head priest happened to be my father. The thing is, I never wanted to follow in his footsteps. In some ways, I still don't. I had to, for honor's sake, but I had waited too long. My father died before he could see my training to completion. When I finally became a priest, they gave me the new High Priest's dagger, but I already owned my father's. So you see, I have to return it. It breaks tradition, and I need to tell him that I finally did what he wanted. Be cautious. The pilgrimage to the shrine is not an easy one. Fast Travel, schon mal von gehört. Nochmal ganz ehrlich, Rollenspiele, natürlich. So läuft das bei Rollenspielen. Aber nehmt einfach mal an, ihr seid in der Innenstadt eurer jeweiligen Stadt oder Dorf oder wo auch immer. Und jemand, den ihr noch nie gesehen habt, kommt zu euch und sagt, hey, wie geht's? Du antwortest, nicht so gut, mein Vater ist tot und ich will, dass er mit seinem Dagger wieder kuscheln kann. Kann ich dir helfen? Klar, hier ist das jahrzehntelange Familienerbstück, was ich jahrelang eben aufbewahrt habe und gebe es dir, einer wildfremden Person, die ich seit einer halben Minute kenne, und lass dich damit über 3 Städte woanders hinlaufen. Du machst das, klar? Natürlich. Ja, wie heißt das? Suspense of Disbelief. Muss man wohl einfach mal machen. Honeyside, das klingt nach einem Haus, was ich kaufen kann. Und sogar mit eigenem Garten. Schön. Und Salz. Noch besser. Und Taters. Ich glaube, ich brauche erstmal keine Taters. So, immer, ja, ich mache kleine Schritte. Erstmal, aber hier... Oh, Mist. Andersrum. Andersrum. Jetzt stell diesen fucking Basket einfach... Oh ja, genau so. Wer bist du? The Greybeards have summoned the Dragonborn to High Hrothgar. Such a thing has not happened for hundreds of years. He's the protector of man, the Dragon of the North, the patron of all Nords. And despite the Imperials and their treaty, he will always be one of the 9 divines. Risky. A devout Nord would rather fall in battle and have his blood spill upon the earth than allow the Empire to strike his name from the divinity. Talos is part of our culture. He's part of our heritage and our tradition. He's Skyrim personified. To suddenly have all that wrenched away is like losing someone you hold dearly in your heart. The Empire already took my daughter from us, but by Talos, they will not take our homeland. I trained our daughter Lilia as a healer to one day tend the shrine of Talos and replace me as a priestess of Talos. When the fighting began over the white gold concordat, she ran off to join the Stormcloaks. She had her father's fire. How could I say no? She died out there, only having tended to the wounded soldiers for a few months. We never even found her body. The Empire burned all the dead. I'm gonna find her. Talos preserve you. Nura Snowshare. All meats guaranteed. Clean and Okay. Was machst du? Dich habe ich schon... Nicht dich? War da gerade nicht noch so ein Dunmer? What could it mean? The return of the Dragonborn?
And who among us could possibly hold that honor? And such... Ja, vielleicht bist du es und weißt es einfach nur nicht, ne? Hätte ich nicht zum ersten Mal gehört. Georges Bankhaus. Was ist denn das? The Bee and Barb. Ah, ich glaube, das ist die Taverne. Fresh meats and produce. Get them before they're gone. Ja, okay, gehen wir jetzt mal rein. Es gibt bestimmt jemand, der Barbara heißt, dem das hier gehört, oder? If you've got the coin, you've come to the right place. Pull up a seat. Klingt wie eine Barbara. People of Riften, heed my words. The return of the dragons is not mere coincidence. This is one of the signs that Lady Mara is displeased with your constant inebriation. Put down your flagons filled with your vile liquids, and embrace the teachings of the Handmaiden of Kyne. No, Maramal. We talked about this. Talon? Kirava, certainly we can come to some sort of an understanding. These people must be made aware of the chaos they've sown. Enough, Maramal. We've all heard of the dragons and their return. There's no need to use them as an excuse to harass our customers. Very well, Talon. I'll remove myself from this den of iniquity. We're not kicking you out. Just keep the sermons at the temple and let us all sin in peace. Bolle. Oh nee, Maramal, so läuft das halt Blessings nicht. of Mara upon you. Wonderful. Where to begin? Mara is the goddess of love. The temple spreads her gifts by tending to the sick, the poor, and the lost. We also perform wedding ceremonies for all the loving couples in Skyrim. Yes, if you were ready, of course. Are you familiar with how marriage works in Skyrim? In the Elder Scrolls 5 Skyrim? Nein. Typically, love in Skyrim is as earnest as the people who live here. Life is hard and short, so there's little room for long courtship. A person who is looking for a spouse simply wears an amulet of Mara about the neck, showing they are available. When another person shows interest and the two agree to be together, one of them comes to the temple and we arrange a ceremony. Tinder? Miranda? Of course. I'd be more than happy to add a donation to our charity box. Right now, the best you could provide is coin. We need all the help we can get. Thank you. I can promise you that this will be put to good use. Mara's domain encompasses the emotions we strive the most to embrace: love, compassion, and understanding. It's difficult to appreciate her gifts in these dark times, but you should consider her light a beacon in the storm. Here you are. Now, remember, people in Skyrim respond to deeds. You'll find more people interested in your love if you help them. Good luck. Mara bless you. May you return to her benevolence in safety. Weird kind of love. Yeah? What's your problem? What's your problem? I knew that stupid kid would try and find a way to weasel out of his debt. Look, this is really simple. I lent him some gold, he promised to pay me back, and now he says he's broke. End of story. All right. I guess I made enough from his shipment. No need to waste any more time threatening a stable hand. Tell Shadra he doesn't owe me anything. I hope we bump into each other again. Look, I already said Shadra doesn't owe me a thing, so get off my back. Gute Nacht, Roxy, und vielen Dank fürs Einschalten und nochmal, sogar noch mehr Dank für das riesige Trinkgeld. Gute Nacht, Roxy. Look, I already said Shadra doesn't owe me a thing, so get off my back. Looking for work? I need someone to deliver a message to Sibby Blackbriar. Okay, er sieht vielleicht nicht ganz so gut aus, wie von das, was ich gerade meinte. Ah, well, I recently approached Sibby Blackbriar about buying Frost, one of the finest breeding horses in Skyrim. He agreed to sell. I paid Sibby half the cost of Frost up front, but before he could deliver, Maven had him locked up. Sibby believes this exempts him from our deal. It does not. I want you to talk to Sibby for me. Then I want you to bring me Frost and the lineage papers that prove the horse's worth. No idea, but whatever he did, it must have angered Maven.
No guard would lock up a Blackbriar without the old lady's permission. I'm not exactly comfortable around guards or jails. Definitely not when associates of mine have been locked up. No, I'll meet you outside of town. Let it rush. Ah, you're a smart woman. That's exactly what I wanted to hear. Head to the Riften jail and talk to Sibby. Get him to tell you where Frost and his lineage papers are and bring them to me outside Riften. You'll be well paid for your time. I'll meet you outside of town. If your allegiance lies with the Empire, we haven't much to discuss. They mean to take our history and crush it all in the name of some damn treaty. The soil beneath our feet is steeped in the blood of our ancestors. We've fought for this land and died for it. I lost my own daughter to the Imperial dogs, and by Talos I'll not lose anyone else. Lilia joined the Stormcloaks many years ago, when the first of the skirmishes broke out across Skyrim. I was so proud of her. She served as a battle maiden, using her healing arts to help those that fell on the battlefield. Never even lifted a blade in her life. It didn't matter. The Imperial soldiers cut her down, killed her like a dog, and left her body to rot in the mud. And that's why I won't rest easy until every single Imperial soldier joins her, and Ulfric sits upon the throne of Skyrim. Support Ulfric or die trying. There's nothing in between. I've never seen Mjol this upset about anything. The city really gets to her. Mjol told me that it isn't this bad everywhere. Maybe one day I'll venture out and see if she's right. Mjol's brought me nothing but safety and peace of mind. And some lessons with the blade. I hope that someday this city will be free from corruption, and we can all live in peace. Yes? Mjol, dir wollte ich noch was sagen. You're a stranger here too, huh? To call it a guild is they're the word. What do you think? You disappoint me. I expected someone from outside Riften to be different, but I see corruption's reach holds little regard for boundaries. Enjoy the city. It will suit you well. Oh, it's you. Not here to rob me, are you? Just... Good old Webberjack. You're a stranger here too, huh? To call it a... They're the word. What do you think? That's a shame. Too many people in Riften share your view, and look where it's getting them. It's going to take more than just myself and Eren to help this city. It has to want to help itself first. It's been difficult. I've taken the burdens of this city's problems upon myself, and I keep running into impossible obstacles. Corruption, lies, and deceit are the order of the day here. If it wasn't for Eren, the young man who saved my life, I think I'd already have given up long ago. Ich mach grad was mit meinem Monitor. Alles gut. It was Eren who found me dying outside of a Dwemer ruin. If he hadn't brought me here and nursed me back to health, I would have died. When my strength returned and he told me about the problems plaguing Riften, I decided fate brought me here for a reason. So I stayed. Okay. Wenn die Thieves You're a stranger here too, huh? To call it a... They're the word. What do you think? You know, I'm beginning to respect you. Other than Eren, you seem to be the only other person I've met I might be able to trust. Since we share the same opinion of them,
Let me warn you that they're recruiting others to join their guild, and you should be cautious. It's been difficult. I've taken the burdens of this city's problems upon myself, and I keep running into impossible obstacles. Corruption, lies, and deceit are the order of the day here. If it wasn't for Eren, the young man who saved my life, I think I'd already have given up long ago. Nee, ich will mich noch nicht... Ich kann mich noch nicht binden. Solange ich nicht weiß, was hier, wie die drauf ist, die Maven und so, will ich ihr noch keine Antwort geben. Eben meinen Monitor hier einstellen. So, ist halt echt hell, ne? Ich glaube, ich mache aber so. So. Okay. Steal Rabbits. I don't need to steal Rabbits. Habe ich noch... Habe wieder ein paar Potatoes, habe ich noch, ne? Welcome to the Bee and Barb, milady. If I can interest you in one of our special drinks, you let me know. Is there something I can do for you? Oh, yeah, you can. I met her when I wandered into Riften a few years ago. Been smitten with her ever since. In fact, I'm thinking of asking her to marry me. Oh, ich habe ein In Amulett. Blackmarsh, tradition dictates we present a potential mate a unique wedding ring to represent our future bond. I already have the gold band, but all I need are 3 flawless amethysts to complete the setting. I was hoping you'd offer. I didn't think it was my place to ask such a favor of you. I thank you. Every Argonian wedding proposal band is supposed to have 3 flawless amethysts as part of their design. 2 of the gems, the ones on the outside, represent the couple to be married. 1 for the husband, 1 for the wife. The amethyst in the center represents the Hist, the entity that all Argonians consider a sacred part of our lives. Eigentlich richtig zugehört. Argonian wedding proposal. 2 of the gems, the amethyst in the center represents the Hist, the entity that all... They're vermin. Garbage. They're exactly what makes this city such a horrible place to live. How appropriate they should live in the Ratway with the rest of the trash. Disgusting. Ruined sewers filled with goodness knows what. There's an entrance down by the canal, but I'd highly advise you to stay out of there. It's the Thieves' Guild's territory. 3, in fact. They're my own recipe. Brought them over here from my days as a bartender in Gideon. First is the Velvet LeChance, which is a mixture of blackberry, honey, spiced wine, and a touch of nightshade. Perfectly safe, I assure you. Second, we have the White Gold Tower, which is heavy cream with a layer of blended mead, lavender, and dragon's tongue on top. Last, and only for the bravest of souls, we have the Cliff Racer, which is firebrand wine, Cyrodiilic brandy, Flynn, and Sujamma. Depends. Are you thirsty, hungry, both? Gib mir. Was ist denn da für ein Bobble drin? Okay, lass den Bobble sein. Ich habe actually ein paar Sachen, die ich dir gerne verkaufen würde. Aber... If you'll excuse me, I have a... Erstmal möchte ich, dass wir Freunde werden. Welcome to the Bee and Barb. If I can interest you in one of our special drinks. Steckt das eigentlich mein Speech oder nur wirklich irgendwas mit Preisen? Speech. Wahrscheinlich nicht wirklich, okay. Is there something I can do for you? Depends. Are you thirsty, hungry, both? Du bekommst... Nee, Ingredients bekommst du nicht, du bekommst Food. Was für ein Food? Das sage ich dir, was du bekommst.
Zum Beispiel den hier. Ja. Der. Den auch. So, ansonsten das hier. Erstmal weg damit. Ich weiß, es ist ja nicht. Also. Ist ja nicht teuer. Also ich meine, ich mache da ja jetzt gerade nicht viel Geld mit, aber. Ja. Jetzt nochmal Stamina. Okay, die brauche ich eigentlich auch nicht. Health Regeneration, Stamina Regeneration. Komm hier für... Oh, er hat ja gar nicht mehr so viel. Gold. So. Ich frage mich, ob die Sachen, die... If you'll excuse me, I have other things to attend to. Die Leute hier denen geben und verkaufen, auch wirklich dann weiterverarbeiten? Wenn ja, schön, Sachen so einzusparen. Und ist ja nachhaltig und so, aber auch ein little bit disgusting. Uns mal kurz um. What's here, hä? What's here? Mehr Taters. Und Elves hier. Well, that's an ingredient. Finde ich auch ein bisschen komisch, Elfenohren zu verkaufen. Also, oder ein Krautzug zu nennen. Aber wir haben in Deutschland ja, glaube ich, auch so ein paar Sachen, die so sind. Garlic. Bisschen Miriam und Elves hier. Dankeschön. So. Oh, euch kenne ich noch nicht. Wer bist du denn? My skill in battle is unmatched. Fortunately for you, that skill can be bought. Nein. If you change your mind, seek me out here. Aber er scheint ein Battle Mage zu sein, ne? Kein Fighty Fighter. Ich habe ich geredet. Hier war ich gerade. Euch kenne ich noch nicht. Yes. And what might you need? Someone killed, so wie du fragst. Yeah, what do you want? If this is about the meadery, we can talk later. Maven Blackbriar wants me to keep the mead flowing, and that's what I aim to do, despite all these lazy good-for-nothings that work for us. Ever since I took over as a foreman, the production of our mead has never been more profitable. And if the meadery is profitable, I'll get rich. Get the picture? I do. Lady Maven could buy or sell anyone in Skyrim. I wouldn't be surprised if she's the one pulling the strings around this city. She's always welcome in Miss Vale Keep, and between you and me, I'm pretty sure she even has some pretty influential friends within the Empire. I'd also warn you not to cross her. She employs quite a few troubleshooters to take care of messy problems. Ich habe beides nicht ganz. Maven Blackbriar wants me to keep the mead flowing, and that ever since I took over as a... And if the meadery is profitable, Lady Maven could buy... She's always welcome in Miss Vale Keep, and between you... I'd also warn you not to cross her. She employs quite a few... Eine Sache, die ich jetzt doch mache, ist folgendes. Ich mach's drinnen etwas heller. Für Rührglatze macht noch... 22:22! Eine Stunde? Vielleicht auch nicht.
Ich würde sagen, vielleicht maximal noch eine Stunde. Und ich will noch ein paar Sachen hier abschließen und weiß nicht, was mich auf dem Weg bis dahin erwartet. So, ja, so ist das. Troubleshooters to take care of messy problems. So, die Helligkeit ist doch viel schöner. Well, that was important. If you've got the coin, you're welcome here. Otherwise, hit the road. Oh, die hat aber ein paar Jahre an Smoky Smoke hinter sich. If it's true that the dragons have returned, what will it mean for all of us? Is this how it all ends? Klingt so meine Stimme? Crime is an all-time high in this city thanks to the Thieves Guild. Don't we have enough problems with the war going on? Bei WhatsApp, ich habe gerade gesehen, dass du was geschickt hast. Ich gebe dir gleich Bescheid. Einen Moment. Riften's biggest exports used to be fishing and honey until the Blackbriar family moved in. Now the meadery is the biggest game in town. Sibby Blackbriar is furious that his ex-lover tried to murder him. He's leaving no stone unturned searching for her. Mjol the lioness used to adventure across Skyrim before she settled down in Riften. I hear it all ended when she lost her enchanted blade. If Maven Blackbriar keeps raising prices on meat, I'll have to resort to watering it down just to make ends meet. The Thieves Guild has been pushing hard to regain a foothold in this city. Rumor has it they're falling apart from the inside. Stimmt, so sieht sie aus. Have you seen that shrine of Azura? They say the Dark Elves built it after they've... Head north to Winterhold. There's a collet. Else you could go see the Jarl's wizard. Might be able to help you. Drink for the thirsty, food for the hungry. Okay, sie hat noch ein bisschen Gold. Dann kann ich ihr noch was verkaufen. Meat Pie. Never done an honest day's work in your life for all that coin you're carrying, eh, lass? Sorry, what? I'm saying you've got the coin, but you didn't earn a septim of it honestly. I can tell. It's all about sizing up your mark, lass. The way they walk, what they're wearing. It's a dead giveaway. Look how you sniffed out my little scheme at the North Gate. You knew it was a shakedown and you called him on it. That's what I'm talking about. Wealth is my business. Help me out, and I can add to yours. Would you like a taste? What do you have in mind? I've got a bit of an errand to perform, but I need an extra pair of hands. And in my line of work, extra hands are well paid. Simple. I'm going to cause a distraction. You're gonna steal Medesi's silver ring from a strongbox under his stand. Once you have it, I want you to place it in Branche's pocket without him noticing. There's someone that wants to see him put out of business permanently. That's all you need to know. I'll be out in the market all day, from 8 in the morning until 8 in the evening. Meet me then, if you've still got the stomach for it. We've been contracted to make sure Branche remembers not to meddle in affairs that aren't his own. Now, since we're not the Dark Brotherhood, we're not going to kill him. We're just going to make sure he sits in the prisons for a few days. Okay, okay. Do you want me to hold your hand as well?
You're going to have to sneak over to Medesi's stall and use your lockpick on the strongbox. Then, when you have the ring, you pickpocket Branche and leave it behind. I'll be at the market come morning. You better be there too. Okay. So, Cutie Cat, Zuzizat. Bist du noch hier? Dann kann ich dir so antworten, vielleicht in Code, ohne dir schreiben zu müssen. Schade zur ersten Message, aber wir haben uns noch nicht wirklich dran gekümmert und ich glaube, wir haben es einfach verpennt und jetzt auch verdient, dass wir da keinen Platz mehr bekommen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, der Anfang, also das klingt schon so wie das, was ich auch mal gelesen habe. Eben. Ja, eben. Ich würde sagen, Zuzizat, hörst du mich? Wahrscheinlich nicht, aber ich schreibe dir dann einfach. Schick ab. Aber am besten mit Link. Kann man das eigentlich sehen, was ich hier... Wie meine Frau heißt? Ja, oder? Ne, man sieht, glaube ich, noch nicht mal... Nee. Nicht die Mama! Genau die Erfindung. Angmar. Kurz nochmal hier, Face. Oh, gesegnet. Und übrigens, apropos gesegnet... Hier, ich hab jetzt gerade hier in meinem MCM mal die Interior Vision auf Brighter gestellt. Total Game Changer. Sieht viel schöner aus. Habe ich hier noch eigentlich andere Sachen? Irgendwie... komisch, eine Uhr will ich ja gar nicht haben. Oder will ich doch mal eine Uhr haben? Wobei, nee, ich kann ja... Brauche ich nicht. Dentalot? Nee, da muss ich eigentlich gar nicht rein, glaube ich. Das ist ja nur eher für... Debugging und so. Und anderen crazy shit. Genau. Enhanced Blood. Okay. Ich war länger nicht mehr hier und ich wollte gucken, ob sich irgendwas geändert hat bei meinen Sachen. Favorite House Menu. Ich bin noch kein Dingens, also kein Werwolf, deswegen ist es noch egal. Aha. Ah, ich kann mit Firespells mein Fleisch kochen. Das ist doch gut. Aber nur Fleisch. Ah. Das sind ja auch alles nur Effekte. Genau. Ja. Genau. Ja. Aha. Da bin ich eigentlich auch zufrieden mit.
Active Effects always on. Nee, finde ich auch gut mit dem Hotkey. Ich glaube, hier gab es eigentlich gar nicht viel, was man einstellen konnte. Mehr Hut. Mal schön auf der Hut sein. Show Known Enchantment. Das muss ich mal... Das habe ich nämlich schon die ganze Zeit mal gesucht. Wie ich das herausfinde, ohne an so ein Enchanting Table zu gehen. Muss ich mal gucken. Ach, Targeted Weapon wahrscheinlich, wenn sie irgendwo... Muss sie fallen lassen, dann kann ich mir das angucken. Interessant. Bin gleich fertig. Ich glaube, bei den Mods hier gibt es auch nicht mehr viel. Sky UI. Irgendeine Sache habe ich jetzt auch schon geändert, ne? Ich habe schon wieder vergessen, welche das ist. Aber ich glaube, ich war glücklich damit. Genau, nee, ich habe nur gelernt, Enchantments kann ich sehen, wenn ich das Ding anvisiere. Wusste ich nicht. So ein paar Einstellungen kann ich jetzt auch langsam erst verstehen, weil ich mittlerweile weiß, was die einzelnen Begriffe halt bedeuten. Die Icon-Size muss wirklich nicht so groß sein. Sky UI, Son of a Beach. Kommt später noch. Storm Lightning. Ich glaube, da lassen wir das, wie es ist. Aha. Naked 10% Price Reduction. Natürlich. Oh, die einzelnen Locations. Buying, teuer, selling.
Wildrun ist der beste Marketplace, Solitude der schlechteste. Ah, wobei Gravenrock auch nicht schlecht. Okay. Ja, das lassen wir einfach mal alles so. Die wissen das schon, was sie tun. Die Modmacher. Rainbows. Hätte ich gerne mal. Heute noch nicht. Ja, das ist ja, glaube ich, bei der Character Creation auch egal. Gut. Weiter und speichern. Skyrim. Sorry, I'm afraid I can't help you much right now. I'm currently in mourning. Wegen deiner Schwester, ne? It was my sister, Lilia. She served as a battle maiden with the Stormcloaks. We recently heard she'd been killed. I find it difficult to talk about. Perhaps you'd be better off speaking to my parents about it. Anyway, I'm glad my work at the Blackbriar Meadery keeps me busy. Helps me keep my mind off of things. My father was a Stormcloak soldier in his younger days. Now he just walks the streets spewing his hatred and propaganda. My mother is the priestess of Talos. She tends to the shrine and teaches his ways. I'm just not so sure she's delivering the right message. Don't mistake my political beliefs as a substitute for my family values. They're still my parents, and I love them dearly. I just think they've let my sister's death skew their outlook on Ulfric and what he really brings to the table with this war. I'm not so certain that Ulfric's intentions are as noble as they think. I think Ulfric cares about Ulfric, and the rest is a smokescreen. I'd appreciate if you kept my opinion between us. The last thing I want to do is have my parents lose another child. Yes, actually. I'm partnered with Maven Blackbriar. I put up a chunk of the gold she needed to get the place off the ground. We've been staggeringly successful so far. In fact, I'm almost surprised how quickly she's generated business for us. My name may not be on the label, but some of my blood, sweat, and tears are in every drop. Disgusting. Figuratively, of course. Okay. It's been good talking to you. Okay. Wen haben wir noch hier? Mit dem hab ich schon geredet, If ne? your allegiance lies with the Empire, we haven't much to discuss. Did you get that purchase agreement to Markarth yet? Remember to give at the temple. Die trying. So. There's nothing in New between. in town, eh? Here, I have no idea what you're talking about. I'd never sleep with anyone besides my wife. Look, it was one night, okay? I think she slipped something in my drink. I haven't even been back to the bunkhouse since. Just take this damn thing. I never want to see it again. Remember to give at the temple. Ich glaub dir kein Wort, Bolly. New around Riften? Take my advice. Stay at the Bee and Barb. The bunkhouse isn't for you. I don't know why I bother. Oh, there they are. Okay. Fancy yourself the adventuring type, eh? It's just as well. I doubt your combat prowess would prove valuable in a real battle anyway. I was trained by some of the finest warriors in all Skyrim to wield a blade as if it was an extension of my own arm. My mother spares no expense where I'm concerned. I'm heir to the family fortune, after all. Once I'm in charge, I have bigger aspirations than just Skyrim. I plan to bring Blackbriar mead to all of Tamriel. Sibby and Inga are being groomed to run the family business one day as well. Sibby will prove to be a fine leader one day, but Inga, that girl has her mind somewhere other than business. Maven's disappointed that Ingen's heart isn't in the family business, but she says Ingen still has her uses. Not sure what that means. Need something? Okay, Maven, let's talk. I presume you're bothering me for a good reason. Yeah, you're interesting.
Of course. Nothing gets done without my approval in this city. I have the Jarl's ear, and the guards in my pocket. Anyone makes trouble for me, and I pay a visit to the Thieves' Guild. Make me angry, and I contact the Dark Brotherhood. You do well to remember that the next time you make such a stupid observation. Of course. You do well to remember that the next time you make such a stupid observation. Okay. I believe we're done. Moment, von dir wollte ich auch noch was haben. You're crazy. How dare you make such an accusation? If word gets around that I bedded her, they'll lose all respect for me at the meadery. Take the mark if you want it. It's not worth all this hassle anyway. Well, that was important. Wie sehen die Dinge eigentlich aus? Die Marks. Stimmt hier irgendwo? Nein, ich kann ja suchen. De Bella. Let's jam. Ja. Dann... Oben waren wir noch nicht. Moment. Halloin. Oh, schön. Nicht gut. Welcome to the Bee and Barb, milady. If I can interest you in one of our special drinks, you let me know. Talon J. I've checked with Marimal and I'm certain an arrangement can be made to incorporate the traditional Argonian bonding ceremonies should the need arise. It would be our pleasure to receive you at the temple and to have Marimal perform a marriage ceremony between yourself and Kirava. But we'd request the appropriate tithe be made as we previously discussed. Whatever you decide, I wish you both the best of luck and hope to see you here soon. Dinja Balu. Ich kann so wie du, Dinja Balu. Oh yeah. Ah! Yes. Das sind die Erfolgserlebnisse, wofür man dieses Spiel spielt. Wer ist denn da wohl drin? Alteration. What in the name of oblivion do you want? Ah, okay. Too easy. Einfach einzubrechen und so. Nicht Steel Wine. Give me that Strongbox there. Komm ich nicht ran? Geht nicht. Ah, schade. Okay. Dann gehen wir mal raus. Ich glaube, hier habe ich erstmal mit jedem geredet, der irgendwie, ja, halt da drin ist. I've never seen Mule this upset about anything. The city really gets to her. Okay, auch recht dunkel hier. Lass uns mal gucken, ob MCM da nicht auch helfen kann. Cathedral Weather. Let's see whether this helps. Moment. Breiter.
Kein Unterschied, okay. Nur hier ist es irgendwie immer... Da ist ja nur schwarz. Der Rest ist ja auch ganz schön, aber der Rest ist nur... Der andere Teil ist halt nur schwarz. Schwarz wie die Nacht. Sehr dunkel, sehr dunkel. Machen wir sowas? Nee. Hast du Ohr, Lydia? I'm right behind you. How can I serve you, my Thane? I do not have Ohr. You lead. Or do you? Deutsch. Auch nicht. Nope. Sorry. Nothing. Ja, schön. Aber anscheinend ist das. Anscheinend ist es mal Zeit zu schlafen oder zu warten. Aber es fühlt sich auch so an, als hätte Stadt 2 Levels, oder? Mal gucken, ob das hier breiter. Ist das breiter? Könnte jetzt gerade ein bisschen vielleicht sein. Nochmal. Hier finde ich eigentlich das schöner. Hier ist weniger Licht, oder? Machen wir, lass mal so. Und gehen mal da rein. Vielleicht gibt es da ja auch einen... von den Court Wizards ein bisschen handeln kann. Schauen, was zu handeln gibt. Have our scouts come up with any information on these reports of dragons? Yes, milady. That unpleasantness at Helgen supposedly involved a dragon. It killed several soldiers before it departed. I want you to speak to the city guard. Make sure there's a contingency plan in effect in case Riften falls under attack. Yes, milady. I've also taken the liberty in preparing a private carriage, just in case. Good. If Riften should fall, it's only right that its leader be spared. You need to leave. You don't mean that. Leave now, or suffer dire consequences. Welcome to Riften, traveler. I hope the road fared well for you. We're all eager to see them brought to justice. Maven Blackbriar has assured me that they're being dealt with appropriately. As one of our city's most influential citizens, she's taken it upon herself to oversee their incarceration. Sadly, they're proving elusive, but I have confidence that Maven won't give up until this city has been rid of them all. While I feel Ulfric's cause is just, my concern is for the people of the Rift. How can they continue to lead their already meager lives with dark clouds looming overhead? My heart goes out to them. If only our coffers were deeper, I could protect them as they were my own family. With the Stormcloaks at his back, Ulfric's poised to rid Skyrim of the Empire's forces and invalidate our involvement with the White Gold Concordat. Many have died taking up arms for this cause. I fear that the land will be stained with blood for years to come. Surely you're aware of the Great War between the Imperials and the Elves who called themselves the Aldmeri Dominion? When the smoke cleared,
The White Gold Concordat was signed. It was supposedly a treaty aimed at establishing peace within the Empire. One of the terms of the treaty was the outlawing of worship to Talos. To the Stormcloaks, this was viewed as the moment when the Empire became unworthy of the allegiance of any true Nord. Excellent. You've done us a great service. Here is your reward. Good journey to you. Leave now, or suffer dire consequences. You need to leave. Yes. Anuriel. Welcome to Mistvale Keep. I'm Jarl Layla's steward, Anuriel. As steward, I serve as an intermediary between the Jarl and her subjects. I also handle the less important and day-to-day policies that affect daily life in Riften. Lately, I've had my hands full suppressing these ridiculous accusations of corruption in the Keep. You need to leave. Maven Blackbriar is the owner of the largest and most profitable business in all Skyrim, the Blackbriar Meadery. You need to leave. We're pleased to have her in Riften. She brings stability, opportunities for employment, and strategic value to our city. You need to leave. I'd hardly call them a guild. More like unorganized rabble. Leave now. In fact, I wouldn't say they were a threat at all. No, our resources should be spent on preparations for invasion. Die haben gar keinen Plan davon, was in der Stadt abgeht, oder? There are those that believe the Jarl does nothing for this city, that it's corrupt and run by the Blackbriar family. I can assure you that this is entirely false. We are fully in control of everything. Leave now, or suffer dire consequences. You're welcome in Riften, as long as you continue to obey our laws. Careful. Riften's not the safest place for a nighttime stroll. You need to leave. Shut up. Leave now, or suffer dire consequences. Wonder what it's like for those Thalmor, now that they've been taken down a notch. You need to leave. You need to leave. Ulfric's a bloody hero. I don't think there's a worthy Nord alive who dare argue the point. He's taking the Empire to task and making them answer for their crimes. You need to leave. I don't think I'll be content until Ulfric sits upon the throne of Skyrim with the ashes of the Concordat at his feet. Indeed, there have been multiple attempts on the Jarl's life. We're not certain if it's the Dark Brotherhood or simply Imperial sympathizers. Maven? We've also had run-ins with spies attempting to probe our security for weaknesses. I work with the city guard to make certain they fail. At the end of the day, I'm the last line of defense for the Jarl. I will not allow her to fall. Liars and bastards, every one of them. I'd have their heads on a pike if it wasn't for the war effort. All I need is a dozen men, and we could march into the Ratway and burn them out like rodents. You need to leave. Stormcloaks won't have it, though. Too busy keeping the Imperial forces at bay. You need to leave. Everyone knows the Thieves Guild uses the old sewer system beneath Riften as their hideout. I'd go down there myself, but that would leave Jarl Layla unprotected. Leave now, or suffer dire consequences. I'm keeping my eye on you. You need to leave. You need to leave. Ich gehe ja schon. Ab in die Baracken. Guten Appetit. Oh. Hier ist ein Fisch an der Wand hier in echt. Die dann so singen. Ah, genau so einer. Ja, das ist gute Zeug hier, ne? Mann. By the gods, it's true, isn't it? A dragon has attacked Whiterun. How could mere men be? The Greybeards have summoned the Dragonborn to High Hrothgar. Riften's under my
What could it mean? The return... Careful. Riften's no... Take my advice. Don't listen to that talk of the face sculptor down in the Ragged Flagon. Face Butcher is more like it from what I've heard. Welcome to Riften, home of the Thieves Guild. Or so they'd have you believe. It's all lies. They're just thugs, vermin, creeping around the Red Way. I fear the night, because werewolves and vampires don't. Heard there were wolves on the road up north. Stay out of trouble, Lizard. Ich meine, ja, ich bin ein Lizard, aber das klingt auch immer borderline offensive, wenn sie das so sagen. Mal wirklich, Leute. Dankeschön. Ich will wenigstens noch irgendwas verkaufen hier und mich für ein bisschen meiner vielen Sachen entledigen. Aber irgendwie ist halt zu dunkel. Also ja, zu spät. Gonnar. Was hat denn Gonnar zu sagen? If you know any true sons and daughters of Skyrim, tell them to head to Windhelm. Ulfric Stormcloak wants to see them. Skyrim is the birthplace of humanity, the birthplace of honor, and those snow-backed Imperials renounced both when they laid down before the Thalmor. Worse still, to pay for the privilege to keep his throne, the Emperor sells Skyrim and our very gods, Talos no less, to the damn elves. And what did Torygg do? Doppeldanke. He and the Owls that supported him, they took the Emperor's gold, sold out their people for a slave master's peace treaty. Ulfric did right killing him. Soon we'll rid Skyrim of elves, their bloody justicars, and the Jarls in their pockets. The whole damn lot of them. And we'll cleave through the Legion to get to them. Okay. At first they called us that to belittle our cause, but we gladly accept being named for Ulfric Stormcloak, the only true High King of Skyrim. We are the true sons and daughters of Skyrim, and Ulfric. He is the truest of us all. We fight to make our land great once more, to raise up strong, noble thanes, and lay low false Jarls and the cowards who hide behind them. The sound of our fury is a storm about to break on the heads of our enemies. Our friendship, a cloak of true brotherhood for all who would wear it. Ulfric's not running a social club. You don't join anything. Either you're a true daughter of Skyrim, or you're not. If you are, then you make your way to Windhelm and talk to the man himself. If you're not, well, friend, you'd best walk away before this gets ugly. Mm-hmm. Mhm. Also ein paar Schmuckstücke waren hier. Doch, da geht's nach Riften und... Ach, ich dachte, das wäre auch eine Tür. Es ist aber nicht. Oh ja. So. Mitten in die Suppe rein. Ei, du Weib. Vielleicht sollte ich mal warten oder schlafen. Schlafen kostet aber was, deswegen tendiere ich zu warten. Anna Hall Orphanage. Die haben bestimmt ein Bett. Those who shirk their duties will get an extra beating. Do I make myself clear? Yes, Grelid. And one more thing. I will hear no more talk of adoptions. None of you riffraff is getting adopted, ever. Nobody needs you. Nobody wants you. That, my darlings, is why you're here. Why you will always be here, until the day you come of age and get thrown into that wide, horrible world. Now, what do you all say? We love you, Grelid. Thank you for your kindness. That's better.
Now scurry off, my little gutter snipes. Ja, davon muss ich mich eben fast kurz erholen. You really shouldn't be here. Sadly, yes. Even the townsfolk have taken to calling her Grelod the Kind. Her very existence has become something of a running joke. Grelod runs this orphanage because she's old and set in her ways and doesn't know any other life. These children need love and comfort. I try, but I'm sorry. You should go. The children aren't up for adoption, and it's cruel to get their hopes up. Besides, Grelod hates visitors. I'm sorry, no. Grelod is the headmistress here, and she's decided not to allow any adoptions right now. I wish things were otherwise. All of these children deserve a better home, but there's nothing I can do. Oh, yeah, I agree. With a better home. Ich glaube, es ist Zeit, dass jemand hier mal Greta zeigt, wie der I'm Hase really läuft. afraid of Grelod. When Aventus escaped, she was so mad. I got double the beatings that day. A little boy who lived here, Aventus Aretino. He was nice, but really quiet and sad, because his mother just died. He ran away, back home to Windhelm. Samuel told me he's trying to get some murderer people to come here and kill Grelod. I really hope he does. All right, then. Come to get yourself a kid? You're out of luck. No way Grelod would let any of us get adopted. Especially not since Aventus took off. Aventus Aretino. He was sent to live here after his mother died. He escaped, and before he left, he said he was going to do the Black Sacrament. You know, to call the Dark Brotherhood, so they'd come and kill old Grelod. Word out on the street is that he went home to Windhelm, and people have heard strange chanting coming from his house. He's really doing it. Bye. Please, lady, you gotta get me out of here. Ever since Aventus left, Grelod's been even meaner than usual. I swear, she's gonna kill one of us. Aventus Aretino? He only lived here for a while. I think his mother got sick and died or something. Anyway, he's gone now. He ran away. But Samuel told me he's back home in Windhelm and is doing some kind of dark ritual. He's trying to summon some killers to come get old Grelod. Klingt eher nach Daedra, mit denen arbeiten will. Nicht Dark I Brotherhood. do hope Mommy and Father come to get me soon. Ever since that Aventus boy left, Grelod has been so angry. Francois Beaufort. Oh, Aventus Aretino? He was sent here when his mother died, but he ran away. I heard he went back to his house in Windhelm, and he's trying to get the Dark Brotherhood to come and murder Grelod. That would be so wonderful. I could kill her. Until next time. Riffraff. That's all you Riften people are. Ich komme nicht aus Riften. Das sieht aber cool aus. Knallekerl, was hat sie mit Orks zu tun? Okay, Grelod, fuck you. What do you want? You have no business being in here.
What do you want? You have no business being in here. Okay, nochmal speichern. Und wenn ich... It's Grillin. Oh. Victory is yours! I submit! Someone has killed Grillin! Grillin is dead! Aventus did it! Hooray! Grillin the Kind is dead at last! We're saved! Yay! Aventus really did it! He got the Dark Brotherhood to kill old Grellin. Hurrah! Hurrah! Hooray! We love you, Dark Brotherhood! Mercy! Geht leider nicht. Ich habe das schon mal versucht, Erfinder. Get away! Someone's being attacked! Kinder sind unsterblich in dem Spiel. Ich glaube, Bethesda wusste ganz genau, dass Leute das sofort versuchen werden. Aber Grellet... What do you want? You have no business. Wir sprechen uns noch. Das sage ich dir, Grellet. Und... Ja, wenn es nicht anders geht, kill ich dich halt. Dieses Miststück. Ah! Ich muss hier gar nicht pennen. Können wir doch langsam... Ah, hier ist ja... Hier ist ja gar nichts. Ich habe das Gefühl, das wird irgendwann für eine Quest gebraucht, wo ich irgendwie im Hintergrund von dem Orphanage sein muss oder so. Und ihr folge und sehe, was sie mit den Orks zu tun hat. Irgendwie sowas. Okay, dann können wir ja raus. Und was wir auch können, ist Hardcore pinkeln. Als wäre es das letzte Pinkeln des Lebens. Wir sehen uns gleich wieder! Ich glaube, Twitch hat seine Twitch-App, auch sozusagen seine App, wieder ein bisschen gerichtet. Erstmal ist die Latenz echt gering gerade bei mir. Und ich kann mich immer noch sehen. Ich konnte sogar ja in WhatsApp switchen. Dann wieder zurück zur App und es hat nicht... Das Bild freest nicht. Ich sehe mich, wenn ich winke. Und zwar... Jetzt schon. Ich bin beeindruckt. Pretty Butterfly. So, nee, nach Skyrim will ich nicht. Und das war diese Halle. Wait, ist das? Nee, das ist Talos. Aha. It's a dangerous game you play here, guys. It's a dangerous game. Was ist das für ein Gate? Wer wohnt da? Ich will alles wissen. Blackbriar Manor. Oh. Verstehe. Sag nicht, da ist Talos begraben. Was haben wir eigentlich hier? Ich habe ja ein paar Quests bekommen und weiß schon nicht mehr was. Ah, genau. To Vex.
Einige Sachen. Einige Sachen. Jetzt hat sich gerade jemand geräuspert. Wer war denn das? Ah, jetzt muss ich wieder beim Anfang. Ah. Okay. So langsam steht die City auf. Riftweald Manor. Oh. Rat from the other side. Spukt es da etwa? Ein Gruselhaus? I heard the gourmet is hiding out somewhere in Skyrim. Das weiß ich mittlerweile. Hey, watch it! Ihr sagt mir nichts anderes. Labryle Manor. Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal zum Riffraff. Wobei vorher noch hier beim Markt warten. Madesi. Greetings, honored friend. Could I interest you in some fine jewelry? Yes, you can. I do. Sadly, I'm one of the few traditional Saxhleel jewelers that remains in Tamriel. It's becoming a lost art. Only trouble is gathering materials has become hazardous. The roads to the mines and to the other cities are thick with bandits, and worse. Would you be interested in gathering some materials for me? I'd certainly be happy to compensate you. Thank you, marsh friend. I'm seeking a small list of items to complete my next creation. 2 flawless sapphires, a mammoth tusk, and a chunk of gold ore. Forgive me. It's a term I haven't used in some time. While most in Tamriel would call us Argonian, we prefer the term Saxhleel. Madesi was actually my original Saxhleel name. Unlike others, I decided to embrace tradition and keep it that way. Natitza gefällt's. Not well, I'm afraid. That Brynjolf, he keeps draining the people's pockets with his ridiculous miracle cures. A few months ago, it was Troll Fatsav, and now he's got something new. Not that there's anything that can be done about it. He's in good with the Thieves Guild. Take a look. What you got? Ein paar Sachen kann ich verkaufen. Okay. Good journey, Marsh. Friend. Dann mach ich das doch glatt. Und zwar erstmal kurz, upsie, nicht Calm, sondern Charm. Nope. Sorry. Nothing. Everything I've got on display, really. Die behalte ich. Hier verkaufe ich auch was von. Das ist ja ein unterschiedlicher Value. Good journey, Marsh. Der ist rot, der ist purple. Das war's einfach? %. 10%. Na, dann kann ich den... Marsh friend. Das enchanten. Still here. Das ist schon mal gut. Oder habe ich dir den weggenommen? How can I serve you, my Aus thing? Versehen. Exotic ingredients, I have them all. Nee, du hast einen noch. I don't Let's get... get going then. Buying and selling fine jewelry here.
Can I interest you in some fine goods from Morrowind? I may be Dark Elf by birth, but I was raised Argonian. Cool. Through reasons I'm still trying to discover, I ended up orphaned, then taken in by a kindly Argonian family in Black Marsh. Gemstones over here. I hope one day to find out what happened to me, how I ended up like that. Just one. I know when I was found by my Argonian father, I was wrapped in a blanket bearing the symbol of House Telvanni. It was one of the great houses in Morrowind long ago. Whether that means I was one of them or not, I'm uncertain. If you come across anything in your travels that might provide me with the answers I'm looking for, I'd be grateful. I'll keep an eye open. Thank you. And an open eye. I learned that a matron who had served for House Telvanni had escaped Morrowind during the Accession War. Records showed her buying passage aboard a sailing vessel named the Pride of Telvos, but that's where the trail ran cold. I spent years looking for what became of the ship, but I ended up empty-handed. Take a look. Let's take a look. Okay, was? Ach, du kaufst alles? Bist du so einer? Almost. Ja, das ist doch nicht viel Geld. Ein paar Sachen, komm, davon trenne ich mich gern. Zum Beispiel diesen Buch. Kern. Und Potions, die ich nicht brauche. Auch immer recht. Weißt du was? Ah. Ja doch. Anything you can find would be... Ja. Du hast doch vor allem ja auch noch I am at your command. Stuff, den ich verkaufen will. Das. Den. Den wir kaputt machen. Verkaufen. Kaputt machen. Verkaufen. Die Dinge behalten, aber das bekommst du auch hier, meine Ingots. Don't miss out. You lead, I'll Purchase follow. a bottle of my genuine farmer blood elixir. Rare Only trinkets 20 and the finest septums oddities each. from Morrowind. Please, I need but a septum. A septum is all I ask. Is that so and bad? tell about it. Oh, thank you. A Ferris price Divines on bless highest your quality kind Skyrim. heart. All right then. Why not? Beautiful baubles and gleaming gemstones Reden wir over mit dir here. nochmal. Oder gibt's ja noch einen größeren, coolen Shop? Learn a library's worth of knowledge in moments. I'll grow back that missing exotic limb ingredients. with my genuine... Let's gucken. Scorched Hammer. I Braucht want er a blood bestimmt auch elixir. noch. Looking to stay alive? Why take a chance? Genau du. Sachen. Waffen. I'm beginning to think leaving Mournhold was a mistake. Yeah. If Riften is the best Skyrim has to offer, I may as well turn back right now and just head for home. Need something? Come to see Balaman perform miracles with steel, eh? Selling fine jewelry here. Smithing's been in my blood for generations. I owe my success to my forefathers and their recipe for flame. The secret is my forge. It consumes fire salts, a strange mineral that burns as hot as red mountain lava. Crush your enemies to dust like a giant.
Well, it was. Sadly, this forge is dying, and I've used the last of my fire salts. If I can't feed it soon, it may grow cold. You will? Thank you. 10 pinches of fire salt should give me all I need to bring this forge back to life. Sollte ich haben. A flame Atronach's body might provide fire salt. They're dangerous creatures that can be summoned by wizards. Of course, it would be much easier to check with an alchemist. They occasionally have them for sale. People say I'm making gold off of other people's misery, but what else would I do? Smithing is all I know. Next time one of my shields deflects a killing blow, they'll change their tune. You wish to do what I do? Very well. Gemstones over here. Looking to protect yourself or deal some damage? Vor allem, I'm looking to sell stuff. That's what I'm looking for. Huh. Ah. Moment. Remember, nothing but genuine fire salts will do. Jetzt kann ich doch mal eben kurz gucken, wenn ich den hier fallen lasse. Den Bow. Forge knows the difference. Looking to stay Das alive? Rote heißt wahrscheinlich, ich kenne ihn schon. Und das heißt, ich kenne ihn noch nicht. Aber nee, oder den hier. Moment, ich muss das mal von irgendeinem gucken, wo ich weiß, das kenne ich auf jeden Fall. Das Enchantment. Mann! Da war jetzt ein Icon, aber... Legendary Argonian craftsmanship. Gab's hier... wobei... müsste doch eigentlich... bei der... Working at the Riften fishery is tough, but it puts some coin in my pocket. Hier... Court Wizard. Müsste da auch eigentlich sein. Doch, und da muss ich dann auch was disenchanten können. Doch, denke ich schon. Müsste eigentlich so sein. Müsste eigentlich. Doch, denke ich schon. Ah, ja. Perfect. Perfectly perfect. I've got your back. I am sworn to carry your burdens. Was hast du da jetzt noch? Diese Sachen, wobei ich das gleich noch mal abchecken muss, was du davon haben sollst und was nicht. The heavy monster sound. Ja, das ist für mich. Ja, genau so. Let's get going then. So, und jetzt müssen wir mal kurz gucken, wenn ich die Gauntlets jetzt zum Beispiel fallen lasse. Welches kommt dann, welches Icon? Eins, das ich anscheinend ja schon habe. Und wenn ich... Also das ist gar keins. Und wenn ich aber... Fire Resistance hatte ich schon, ne? Den... Ah! Dann steht da Check Enchantment. Ah, sehr gut. Endlich weiß ich das. Ah, liebe Mods, liebe Mods. Der ist mehr wert. Kann ich ihn noch behalten. Yep. Deine Waffen will ich auch noch mal eben checken. Ich benutze ja nur Maces. So bin ich einfach. Still here. How can I serve you, my Thane?
Du hast aber als Attack 24 und absorbs 20 Health. Ich hätte noch im Angebot nichts dergleichen. Let's get going then. Das heißt, das wird kaputt gemacht. Die nicht. Das wird kaputt gemacht. Und das wird auch kaputt gemacht. So. Happy bin ich. Fire Resistance Amulet kann man auch gut gebrauchen nach irgendwann, glaube ich. Ah, Bau auf der Hand. Das wollte ich noch gucken. Wieso kann ich den denn nicht da machen? Ah. You shouldn't leave weapons laying around. Someone could get hurt. And if I see you do it again, that someone will be you. Have I made myself clear? Yes. See that it doesn't happen again. Sorry. Hier ist aber auch gerade niemand, ne? Ja dann. Punkt 1. Fine Head, ne? Ja, sehr fein. Ich frage mich, wieso kann ich hier Bow of the Hand nicht da kaputt machen? Weil das... Ist das ein Leveled Item? Vielleicht deswegen? Muss ich mal eben kurz gucken. Steht nicht. Bow of the Hand. Es ist ein Unique Enchantment. Ja. Dann werde ich es verkaufen, weil disenchanten kann ich es nicht. Welcome to Mistvale Keep. I'm Jarl Layla's steward, Anuriel. The Jarl has put out a bounty on the dragon that's been terrorizing the countryside. Here, take a look at this decree for details. Autumn Watchtower. Take it. You're welcome in Riften, as long as you continue to obey our laws. What can I do for you? Good journey to you. Ist aber auch relaxed. Oh, come to gloat, have we? To poke fun at the Jarl's youngest son? Nö. Because I did something not a soul in this blood-stained house of war has the backbone to do. Dared to speak my mind. I dared speak of the Empire and the lies that have been spread by Ulfric, the leader of the Stormcloaks. Now my mother's stripped me of my heritage and incarcerated me here like a common criminal, and my brother has all but disowned me.
Be wary what you say around here, friend. You'll find not all take kindly to insurrection. Ulfric only cares about one thing. Ulfric. He's ordained himself the future High King of Skyrim, and steps on anyone that gets in his way. He's begun a rebellion against those that wish to eradicate the worship of Talos, and uses it as his rallying cry. His cause may be true, but the man is a lie. All he holds in his heart is lust for the throne. Ja, kann ich alles haben. All right, then. Ach. Hey, out of my way. The son of the Jarl has no time for idle conversation with If this isn't about official city business, you're wasting my time. Every day, the threat of exile from Riften draws closer for myself and my family. Who knows how many spies the Empire has sent into our midst already? We're at war. This isn't the time for hospitality. Thank goodness Mother is keeping a level head about everything. If my brother Saerlund had his way, we'd be flying Imperial colors by now. Can you believe that fool had the audacity to speak of his love for the Empire in the plaza? He expects us to drop our defenses and greet them with open arms, to dialogue with them rather than defend our homeland by spilling their blood. He's a traitor, plain and simple. Had I been sitting on the throne, he'd be hanging from the gallows for his sympathies toward the Empire. If you must know, I was practicing in the yard when the guard I was sparring with fainted when I specifically told him to duck. My blade bit right into the stonework next to the keep and needed serious repairs. Thankfully, our smith Balamond works wonders. In fact, if you'd fetch my blade from him, I'd be most appreciative. Thank you. Do hurry, please. Until next time. Okay, sie ist gerade da. Das heißt, ich kann hier vielleicht... das eben machen. Hi! Genauso wie... Oh. Hör dir aus dem Weg! Yes, my Thane? Okay, got it. Anything else? Hey! Hands off! Bite, then pay with your blood. Mist. Ei, gut gesehen. Hier, ne, ist ja jetzt... Ja, kann ich nichts mehr... Kann ich nichts mehr machen. Hocket, das brauche ich nicht. I know you. Where was it? Huh. Oh! You were getting something for me. I was? Valandria.
Your letter sent to the College of Winterhold was rife with grammatical errors and incomplete thoughts, making them difficult to discern. Would you please clarify the points below for us to ensure we're on the same page? We have no record of a cloud emulsifier device or anything involving the magical manipulation of the clouds. Second, we can't send you a sample of the heart of Lorcan for experimentation, as no such samples exist. And finally, in the 14th paragraph of your letter, you mention a substance called green mote. We're assuming this was a simple mistake and you meant to write green spore. If that's the case, we have contaminated skeever carcasses with the disease available if needed. Witzig. So finde ich immer witzig. Briefe. So, Valandria. Ich hol dir einen... Did we have an appointment? Spoon, nicht wahr? No. It was a delivery? I can't remember. Someone actually interested in what I'm doing. Amazing. Well, allow me to explain. My experimentation involves a magical construct and a reagent that will allow the construct to maintain a field of permanent harmonic energy. Aha! So, you're a student of theoretical applied harmonics. Putting aside Ralston's constant of universal inversion for a moment, how would you approach the problem? Draw the harmonic energy into the reagent, or allow it to generate its own field? I'll tell you why you won't tell me. Because you were absolutely right not to. It's a fundamental rule of magic, and it would be ridiculous. You can't draw from harmonic energy without a soul siphon. Since you're so well informed, I'm certain you've solved the problem with thermic drift, right? Are you completely insane? Swallow a soul gem? That has to be the most brilliant and unexpected solution I've heard in a long time. It solves all of my problems and keeps the field stable. Now all I need... Wait, what were we talking about? Someone actually My experimentation involves a magical The blue thing. But even the simplest harmonic field is composed of entirely... Wait just a moment. The blue thing. Yes. I can see your point. Draw out the necessary energies using a Jarl apparatus. But wait, what about soul reversal? You must be aware of the consequences when using the apparatus near an open magic field. Calipers? That's utterly ridiculous. Maybe long ago you could just find calipers in every household across Tamriel, but not anymore. Hold on. You've given me a brilliant idea. Just as calipers hold materials in place, a soul siphon can hold magic fields in place. Genius! And I'm sure you've completely worked out how to counteract complete dimensional collapse, right? Of course! 9 is the most basic of magical principles. 9. Oh, how stupid of me. That completely takes care of all your basic problems, magicka burn, dimensional collapse, and thermic drift. You've done it! Now if I can only remember what we were originally talking about. Das ist mein Charakter. Und von diesen Leuten gibt es viel zu wenig in diesem Spiel. Ist die einzige interessante bisher. Someone actually interested in what... My experimentation involves a magic... You don't have to, because it's utter nonsense. It's never going to work. No. What I need to do is reverse that. Draw the harmonic energy into the reagent, and then apply it with the proper incantation. What was I thinking? It would never work that first way. Why didn't you tell me? 7. Astonishing. I hadn't considered that. I mean, it would take months, years to work out the differentials. But what a revolutionary concept! Wait. I can see a minor problem in your theory. Without a soul siphon, how would you prevent permanent magicka burn?
What's not to get? It's as simple as Traven's first axiom of magic. Or was it Galarian's law of casting? I'll tell you what. Let me find out where that's from. I'll need to look through my library and get you an answer. What were we talking about? Winterhold. You want the college there. They teach quite a bit. Yes, I could use some help with that. An assistant, perhaps? No. Maybe a familiar. No, too messy. Well, at any rate, organization is not my strong suit. Not at all. I need as much help as I can get. In fact, if you could retrieve a few things for me, I could start on my next set of experiments. As you can imagine, I tend to forget things often. Leave things around. I really must learn to put these things away. What I need is my Dwemer stirring spoon, my orichalcum ingot, and my grand soul gem. In fact, I could use them immediately. Bring those items back to me, and I'll be happy to experiment on you. No, that isn't right. I'd be happy to reward you. Excellent. I can't wait. Well, why are you still standing here? Oh, right. You need to know where they are. That would help. Gute Nacht, mein liebster Angmar. Let's see. Last time I used the Dwemer spoon was at my dear friend Bodhi's house in Iverstead. Felstar Farm, I believe it's called. The orichalcum ingot should still be at Winterhold at the Frozen Hearth Inn. I don't know why I didn't just take it with me. And last is the soul gem. I left that one in Windhelm at the White Phial alchemy shop. It was a good trade, too. Oh well. Take a look. What does she have for sale? Was hat sie für mich? Ja, dass sie viel mit Conjuration irgendwie zu tun hat, habe ich schon fast gedacht. Weil sie ja die ganze Zeit von Soul Gem und Magica Burn und sowas irgendwie redet. Okay. I have to Ein paar things. Ward first, then summon. What, Andrea? I know you. Where was it? Spells and incantations. For those with the talent to cast them. Star 4. Nein, kann weg. Oh. Shit. Star Sparks. Vielleicht mal an hier meine Freundin geben. Hier, Dings. Lydia. Leider nicht ganz so viel Money, aber immerhin ein bisschen. Okay. I have to remember. Still here. First, then summon. I am at your command. Du bekommst auch noch den auf Sparks. Bitteschön. Nur für dich. Ich glaube, das hier werde ich für dich mal eben wieder pimpen. Also auffrischen. Lead up. Charge!
I'm right behind you. I am sworn to carry your burdens. So, und... Der Kurse wieder. Let's get going then. So. Nanotasten brauchte doch der eine Typ auch, ne? Ich meine, ich weiß auch, wo ich das finde. Nämlich unterm Bett von Helga. Die hatte da doch einen. Wer weiß warum. Wer weiß warum. Bye-bye. Beautiful baubles and gleaming gems. I presume you're bothering me for a good reason. Make love like a saber cat, or crush your enemies to dust like a giant. Only a mere 20 gold Protect coins, yourself and right. all this Buy would be armor from yours. Grelka. If you're looking for a handout, you want to speak with my husband. Oh, Grelka, you do have armor. Okay, Grelki. Let's talk. Ach, ist sogar noch aktiv. Get them before they're gone. You gonna buy something? Or just here for training? Otherwise, move on. Klar, du bist aber nett. Purchase a bottle of my I'll teach you how to use it effectively and keep you quick on your feet. Kann ich nicht mehr, ne? Ja. Schade. Look, I've moved all over Skyrim selling these bits of junk, and I'm barely scraping by. I'm not out to win friends, and I could care less if you're happy about your purchase or not. I just need the coin. The sooner I get out of Skyrim, the better. Wer kommst du denn? Bist du Breton? Are you serious? The war is tearing the land apart. The dragons have returned seeking who knows what. Skyrim is going nowhere, fast. If I were you, I'd pack up and get out of here before you end up in one of those burial cairns. Learn a library's worth of knowledge. Erstmal kurz. See for yourself. Let's trade. Exotic ingredients, I have them all. Greg hat auch nicht so viel Gold. Ja, wenigstens kannst du mit dem Bow abkaufen. Lass mal hier nach Weight sortieren. Den zum Beispiel brauche ich... Aha. Also vielleicht. Ist jetzt zu teuer, leider. Die brauche ich alle nicht, ich weiß gar nicht, warum ich die habe. Okay, dann machen wir es doch anders. Selber für nimmst du ja nicht mehr. Okay. Hiervon... Das behalte ich alles. Nicht alles. Immer wieder ein paar Potions verkaufen. Und ich würde sagen, das ist genau... That's what time it is. Potions selling. Woohoo. 2 for 30.
Okay, gucken wir mal direkt bei den Poisons. Nein, sortieren wir doch wieder nach VW. Hat nichts mit dem Auto zu tun. 4 für 10. 60, das sind 40. Alles schneller. Dann habe ich 6 für 30 aber auch. Ja, gehen weiter. Strength, wie viel habe ich davon? Ah! Minor Healing. Let's see. 20. Health is increased. Falmer Blood Elixir klingt auch interessant. Ich will das noch behalten. Schmeckt vielleicht. 10 für 22. 5 für 22. 26 für 22. Okay, was kaufst du noch? Was kaufst du noch? Silence. Ja, 20 ist ein bisschen wenig. Meiner Magica, meiner Stamina. Okay. So. Fortify Sneak. Naja, aber ich habe Zauber dafür. Ich glaube, die Potion brauche ich gar nicht. Footpad. Okay. Carry Weight. Auch nur einmal? Ich dachte, ich hätte da schon eine ähnliche Potion mal gehabt. Stronger Restoration Spells. Ach. Nee. Was haben wir mit Ratings? Nichts. Okay, dann gucken wir nochmal auf die Stamina Potions. 5 für 22, 19, die 3 weg. 10 für 20, 25 für 22. Ach. Können alle mal ganz praktisch sein. Das Ähnliches machen wir jetzt auch mit den Health Potions. Okay, Kralka. They'd stop at nothing to take your last bit of food if that's all you had. The Ratway's too good a place for that scum. There are ruined sewer tunnels beneath the city. The only way I know how to get in there is through a door off of the canal. If I were you, I'd keep my feet dry and stay up here. Legendary Argonian craftsmanship. Come back when you're ready to spend more gold. Goodness knows I could use it. Sure, I'm a dirty beggar.
Why would you want to even speak to me? The fairest prices Protect in the yourselves whole right. world Thank in you. Buy Skyrim. armor from Divines bless your kind heart. Can I interest you in some fine goods from Morrowind? Everything I've got on display, really. Haben wir schon getalkt? Staff of Fear? Willst du ihn kaufen? Ah! Potions kannst du kaufen. Ja. Wir waren gerade bei den Health Potions. Health increased by 80 points finde ich komisch, die Potions. Dann fahren wir Blood Elixir. Extra Damage with Power Attacks. Die benutze ich ja kaum. Extra Damage with Pros 36 für 135. 40 für 135. Aha. Perfect. Anything you can find would be of great help. Good luck. Schwer bin ich. Still here. Bist du eigentlich? I am sworn to carry your burdens. Gemstones over here. Da ist alles. Gut. Ach, hier. Ich weiß gar nicht, warum ich so schwer bin. So weit reicht doch gar nicht mehr. Trotzdem habe ich 348. Der Staff hat noch ein bisschen was. Hm. Let's get going then. Weird. Looking to stay alive? Why take a chance? Ah, von hier Schwert und so. Come to see Balaman perform miracles with steel, eh? Looking to protect yourself or Hast deal du some den? damage? Ah, nein, tust du nicht. Ah, vielleicht hast du coolen Scheiß. Ach, no, Weakness to Shock. Schade. Started Armor 58. Okay. Scheint ein schlechteres Armor Rating als meins. Okay. Lazy good for nothing, isn't he? Sent you down here when I'm a stone's throw from the keep. Here's the sword. Tell Harald to stop slaying walls, and perhaps his blade will stay in better condition. Remember, nothing but genuine fire salts will do. The forge knows the difference. Ja. Wie heißt der? Hamela, Pamela Sword. Ist das einfach? Wahrscheinlich. Jewelry with legendary Argonian craftsmanship. Legendary. Out of my way. The son of the Jarl has no time for idle. Took your sweet time getting it to me. Here you go, for your trouble.
All right then. Dann gehe ich noch eben zu Helga, weil sie ja ihren Mammoth Tusk als Ziel benutzt und ich eine Quest brauche. Buying and selling. Scorched Hammer drinne war ich ja noch gar nicht. Mal schon. Have you met Balaman? I'm his apprentice. He's teaching me all about being a blacksmith. Du bist seiner? I used to live at the orphanage here in Riften. Grelad said my ma and my doll left me there when I was a baby. They didn't want me. Balaman took me in and has been so kind to me. I don't know why, but he thinks I could be a great blacksmith like him. At first, I don't know why he picked me. Nachname? Never even held a hammer in my life. But the first time I picked it up, it just felt right. Folks in town say that Balamund is the greatest blacksmith in all of Tamriel. I hope I can live up to that someday and make him proud of me. Brauche ich nicht auch irgendwie einen bestimmten Ingot für jemanden? Wer ist eigentlich noch Schadre? Ach. Forge Numbers. Ich weiß auch immer noch nicht, wann ich das mal machen sollte und wofür das ist und überhaupt. Bin ich gespannt drauf, wann das kommt und was es dazu machen kann. Irgendwie ein Business Takeovers veranstalten oder was? Gems, Beautiful potions, baubles, exotic ingredients. gleaming The gems library's over worth here. of knowledge in moments, or grow back that missing limb with my genuine Falmer blood elixir. Okay, lass. Ready to make some coin? Jewelry with legendary Argonian Buy craftsmanship. some armor and live to tell We've about been contracted to make sure Branshay remembers not to meddle in affairs that aren't his own. No, since we're not the Dark Brotherhood, we're not going to kill him. We're just going to make sure he sits in the prisons for a few days. Good. Wait until I start the distraction, then show me what you're made of. to stay alive. Why take a chance? Everyone, gather round. I have something amazing to show you that demands your attention. Gather round, all. You need to hear this. Come on, Brynjolf. What is it this time? Patience, Branshay. This is a rare opportunity, and I wouldn't want you to get left out. That's what you said about the... Was soll ich nehmen? Shit, was soll ich nehmen? Spessons, and it turned out to be crushed nirnroot mixed with water. Well, that was a simple misunderstanding. But this item is the real thing. Lads and lasses, Welchen Ring? If you... Zwei.
Wieso steht denn irgendwo Madeisis Ring? Moment. My blood. Ich muss das goggeln, welchen Ring die hier meinen. Madeisi. Silvering, okay. Hä? Angeblich heißt er auch mal DC Silvering. Ah, in der Strongbox. Okay, nicht von seiner Person. Ah, okay. Ja, da hat er ja auch gesagt, der Brynjolf, ne? Aber ich hab's vergessen. Ich habe ja ein bisschen Mitleid mit dem Branche, aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn er die Lesson lernt. Und zwar lieber so. Ich rede mir das jetzt mal eben schön. Und dann wollte ich noch die nicht Taven? Hieß der Taven? Nee, Tevala. Da ist nämlich so eine Quest bei mir drin. Die ich nicht wegbekomme. Hier, die. Telraff. Es called Telraff to his camp. Habe ich eigentlich schon gemacht. Stage 100. Angeblich wurde der Bug gefixt, aber merke nichts von. Wie ist das mit den... Okay, wie kann ich die jetzt auf fertig klicken? Skyrim Console Finish Quest. Ich kenne den Code ja noch nicht.
Show Quest Stages. Dun Nilheim QST. QST. Ich habe ja auch 100 schon. Was soll jetzt aus? Set Stage. Set Stage. Dun Nilheim QST 100. Come on. Are you talking... Zehn, 20, 30, 100. The Snow Elves? The one and only. Mystical beings who live in legends and were masters of great magic. Imagine the power that coursed through their veins. Get that, then. No one's seen them in years. My sources must remain a secret for their own protection, but I can promise you that the contents are genuine. Ooh. Good stuff, good stuff. You thieving little elf. The problem is your disrespect for the laws of this land. It's... Shit. Und nochmal. Und nochmal das mit Telraf, Tavel, Pavel. Das brought Telraf to his camp. Dreißig. 100. Nee. Hört nicht auf. Dann, bevor ich jetzt irgendwas kaputt gemacht habe, lade ich das besser nochmal. Ha, okay. Komisch. Komisch ist sowas.
Ich kann die Quest nochmal restarten. Oh, okay. Vielleicht Complete Quest. Und dann dieses Ding. Was ist denn das nochmal? Jetzt mal laden, weil ich glaube, Autorun war noch nicht ganz fertig. Soll das seine Richtigkeit haben? Jetzt ist auch endlich mal die App eingefroren. Autorun finished. Sehr gut. Schon Quest Stages. Complete Quest. Complete Quest. Dann habe ich halt für immer dieses Miscellaneous-Ding da im Log, was mich nervt, aber auch nichts allzu Schlimmes. Okay, Skyrim wird fallen später. Okay, lass. Ready to... Good. Wait until I start the distraction. Then show me what you're made of. Jewelry with legendary Argonian craftsmanship. Gather round. I have something amazing to show you that demands your... attention. You need... Hear this. Come see me in the market if you're looking for the finest custom jewelry in all of Skyrim. You need to hear this. Come on, Brynjolf. What is it this time? Patience, Rancher. This is a rare opportunity, and I wouldn't want you to get left out. That's what you said about the wisp essence, and it turned out to be crushed nerm root mixed with what? You can't take that. Well, that was a simple misunderstanding. But this item is the real thing. Lads and lasses, I give you Falma elixir. That isn't yours. Filter. Oh, come on. The problem is your disrespect for the laws of this land. It's time to face the Jarl's justice. That can be arranged. Vielleicht mal an einem Tag, an dem es nicht so hell ist. Die sehen mich halt, die sehen mich so richtig. Der Schmied vor allem, der hat seine Augen überall. Ja, das sage ich euch. Okay, Brynjolf. Dann ein andermal. Ein andermal. Was ich mich immer noch frage, wieso wiege ich so viel? Buying and selling fine jewelry. Can I interest you in some fine goods from Morrowind? Just what you see here. Ach nee, er hat nur noch 2 Gold. Anything you can find would be of great help. Good luck. Auch nicht mehr. Could be yours. Ist noch was? Greetings, honored friend. Just what you see here. Okay. Kauft ja auch nichts. Geil. Good journey. New around Riften? Take my advice. Stay at the Bee and Barb. The bunkhouse isn't for you. Ja, Helga, ich komme. Werde noch eben... My food is the best in all of Skyrim. Always as fresh as the day it was collected. I picked up a trick from a butcher in Elenir.
a small town over the border in Hammerfell. He showed me a way to grind up ice wraith teeth and use it as a preservative. Keeps everything cold and fresh, but only for a limited time. I'm always looking to replenish my supply, so if you ever come across 5 of them, I'd be more than happy to take them off your hands. Thanks. I was actually worried I'd run out. Looking to stay alive? Why take a chance? Well, I'd be careful if I were you. I hear the Nords hunt them for some kind of initiation rite. Not all of them end up victorious. The last traveler that traded me some said he found them at a place called Ancient's Ascent. Careful, though. Rumor has it a dragon makes its home there. Oha. They live below the streets in the ratway like dirty animals. And trust me, they're no better than the vermin that slink out of there for scraps. They make it difficult for decent people to earn a living. Of course, not many decent people live here in the first place. It's Riften's name for the sewers beneath our feet. Absolutely disgusting. If you fancy keeping your purse filled with gold and your head on your shoulders, I'd stay out of those awful tunnels. Everything I've got on display, really. Purchase a bottle of my genuine farmer blood elixir. Only Was du vor allem hast, ist kein Gold. Be careful looking for those teeth. Those I little presume you're bastards are bothering me dangerous. for a good reason. Ich hab nicht mal mit dir geredet. Looking to stay alive? Why take a chance? B and Barb ist hier. Dann müsste Vegetables as crisp as a winter's ja, morning. das Bankhaus sein, oder? Yes. Da finde ich auch den Mammoth Tusk. Scheiße, Hawker Tusk. Okay. Oh. Oh. Any luck getting the marks from those men? Try and get those marks without violence, please. I don't want to be responsible for their deaths. Or yours. Okay, nur ein paar kleine Sachen, was ich noch machen könnte, eben schnell. Wer ist Chadre? Das kann ich auch in White noch kurz tun. Okay, ich weiß nicht, wer Chadre ist, aber wahrscheinlich dann doch Teil von Riften? Ja. War der draußen? War das der auf mich draußen wartet? Gab's da wen? Oder wer, denke ich gerade? Ich brauche noch von den Hofgrier. Wo ist der denn? Ich kann einfach mal dem Questmarker jetzt hinterher. Looking to stay alive? Why take a chance?
30. Rare trinkets and the finest oddities from Morrowind. Learn a library's worth of knowledge in moments, or grow back that Buying missing and limb with selling my fine genuine jewelry Balmer blood here. elixir. Cool. Und das ohne zu stehlen. Oh, da war doch sogar eine Ingredient, die ich noch nicht kenne. Den hier. Der kleine Fischi-Fisch. Yeah, I did that. I ate a human heart. Vielleicht sind es auch die ganzen Ingredients, die doch ein bisschen schwer sind, zu langsam. Manche von denen liegen auch ein paar. Kämmchen. Beautiful baubles and gleaming gemstones over here. Red, will ich jetzt noch einen Schein? High Like a armor saber from cat. Grelka. Or crush your enemies to dust like a giant. Only a mere 20 gold coins, and all this could be yours. Das sind ja auch die Fische, die hier... Upsi. Liegen. Rare Be careful. Finest oddities from Morrowind. Buying and selling fine jewelry here. Vegetable. As crisp as a winter's morning. Some armor and live to tell about it. Genuine Balmer blood elixir for sale. Live for thousands of years. See and Ooh, Elgrim's Elixirs. I've had them all. Nice. Da kann ich doch bestimmt noch eben ein paar Potions basteln. Ich esse jetzt auch noch Potatoes. Davon habe ich auch eigentlich genug. Lange schon. Wechseln wir noch kurz ins Wasser. Don't miss out. Purchase a bottle of my genuine farmer blood elixir. Das ist ein guter Sound dafür, dass wir unter Wasser sind. Anscheinend haben Argonians nicht nur Water Breathing, sondern auch Water Hearing. Nein! War doch gerade so klar, das Wasser. Das wieder. Beautiful baubles and gleaming gemstones over here. Rare trinkets and the finest oddities from Morrowind. Looking to stay alive? Why take a chance? Genuine Falmer blood elixir for sale. Live for thousands of years. See into other people's thoughts. Okay, wer das kauft, ist aber auch halt echt The selten. fairest prices and the highest quality in Skyrim. Buying and selling fine jewelry here. Protect yourself right. Buy armor from Grelka. Okay. Nee, wir gehen jetzt nicht zu Grelka. We go to Elgrim's Elixirs. I run the meat and produce stand at the market. Come by and see me if you want some of the freshest food you've ever eaten. Be careful looking for those teeth. Die anscheinend nicht, weil du mir genau das gleiche gesagt hast wie am Anfang. Rare trinkets. Du halt so mit mir gesprochen hast, als hätten wir es noch nie gesehen.
This place has seen better days, but it's not my fault. Hey, that's right. I swear if I wasn't around, Elgrim would forget to eat his meals. How we make any coin at all is beyond me. In fact, I need to arrange for someone to pick up an ore sample for me in Shore's stone. Goodness knows Elgrim won't lift a finger to do it. You would? Oh, that would be wonderful. Speak to Filnyar in Shore's stone. He's got some sort of ore sample he wants us to identify and was willing to pay us well for it. I know how to mix a few basic potions, but I'm nowhere near as skilled as a master alchemist. I've picked up a few tricks by reading the tomes scattered all over the shop, but I don't have the knack to pull off half of the formulas. I wish Elgrim had spent more time tutoring me than that Ingun girl. Oh, no, I didn't mean it that way. Elgrim can barely put on his own shoes, let alone have the energy to pursue a young girl. He's been gushing about how talented Ingun is at alchemy. He'd never say it to her face. That's not his way. I just think Elgrim's taken it upon himself to mentor the young thing, so he focuses a lot of attention on her. When Elgrim said we were setting up shop down here, I told him he would catch his death. The dirt, the moisture, it's disgusting. Who wants to spend their life living like a skeever? But that old bellyacre just fed me some nonsense about light ruining his mixtures and being close to the water. Ah! So you're interested in my potions and ingredients? Your potions? I don't know. Be careful. The road to Shore's stone could be dangerous. Could be, but I'm dangerous as well. Puh, Glück gehabt. Speichern. Und los! Das ist jetzt, was ich heute mache. Resist-Gedöns ist immer eigentlich ein guter Start. Erstmal. Und Paralysis. Poisons. Eigentlich alles ganz gut. Moment, gab es noch Ingredients, die ich nicht kenne? Ich habe jetzt auch hier einige genommen. Ich will kurz gucken. Ich habe ja immer noch... Ja, ist ein Quest-Item, gut. Ich dachte, vielleicht hat er das jetzt vergessen, wo ich den
anderen gegessen habe. Den anderen Toe. Okay. Fortify. One-handed. Ja. Machen wir. Fortify Marksman. Für 10. Für 30. Schon geiler. Machen wir erstmal hier. Paralysis ist eigentlich schon der coolste Poison, deswegen benutze ich sie gleich mal. Aber Resist Shock gibt es auch, sonst. Wobei doch, da habe ich ja welche. Paralysis. Dann machen wir noch Resist-Gedöns. Ja, hier, das heißt Resist Fire. Wir haben ja auch noch Resist andere Sachen. Frost zum Beispiel. So, jetzt Frost. Machen wir noch ein bisschen Magic. Moment, nein. Schock. Hä? Ach, ich habe hier noch was geaddet. Kann ich das? Ah, ein guter Punkt. Moment. Resist Fire, Resist Frost, Resist Shock. Frost und Shock. Fire nicht. Schade. Hätte ich sonst voll die Mega-Dings hätte ich gehabt. Oh.
Anscheinend nur 2 Pünktchen. Ja, okay. Poison, genau, da wollte ich ein bisschen. Gucken wir den Garlic. Zusammen mit Trollfat. Garlic mit Skiverheit. Garlic mit dem Tusk. Garlic und Farmer Ear. Mit. Ja doch. Genau. Frost. Komm. Das sind jetzt erstmal genug. Erstmal gucke ich, ob ich auch was verkaufen kann. Weil ich will jetzt mehr als vorher. You here for lessons like Ingen? Or did you wish to buy something? Erstmal will ich gucken, ob ich immer noch charming bin. Ich bin überhaupt nicht mehr charming. Verstehe ich gar nicht. Do you have any idea how busy? My mixture could be burning as... Take a look at my supplies if you must, but do hurry. I'm not... Well, the moisture in the air is better for the ingredients. It isn't every day that you get your hands on fresh nernroot or painted troll fat. It also makes it easier to gather water when the canal is right out the front door. Besides, I also prefer the quiet. I didn't open this business for browsing. Come in, buy what you need, and get out. Hardly. In fact, I don't know how I get anything done with all the distractions I have to put up with. My wife, Half-Yorg, well, she's a necessary evil, I suppose. Not a lick of talent when it comes to alchemy, but she keeps me fed. Then there's Ingen Blackbriar, bright young thing and a worthy apprentice, when she isn't wasting my rare ingredients. Ah, so you're an alchemist then? Indeedy I am. So. Weg damit. Noch damit. Strength. Bessere. Also auch weg damit. Aversion. Da lohnt sich ja noch nicht mal der Arrow für. Firefrost. Kann ich alle verkaufen. Paralysis. Kann auch die hier alle weg. Mirror. Reflect. 82. Und das macht der Mirror. 20. Weg damit. Linger. Ah. Warten wir. 4. Okay. Wobei, 4 Poison? Brauche ich nicht. Command habe ich auch als Zauber. Extra. Nee, schon gar nicht mit nur 20. Stamina. Stamina. 25 für 22. 10 für 22. The Magicka increased by 60%. Ach, das ist Regeneration. Silence haben wir. Sonst keine. Resist.
Nach Name. Poison 40. Poison 47. Ja, 46. Oh, und nur noch 9 Gold. Yes, yes, goodbye. Du da. Have you managed to make it out to take a look? Ah, das hat auch nur 10 Gold. Schade, ich dachte... Be careful. The road to shore is stone. Aber haben wir anscheinend das gleiche Inventar, was das angeht. Und das heißt, ich wiege jetzt recht viel. Staff of 4. Vielleicht mache ich nur noch ein bisschen hin und her Fast Travel hier, Fast Travel da, um... Ja. Die Zeit vergeht, wenn man ritualisiert. So dunkel unten. Wir können noch eben, würde ich sagen, zum Jail gehen. Und mit dem einen Dude reden. Where's the jail? Where's the jail? Must be there. Immer nach Süden. Immer nach Süden. Süden. I've never seen me all this upset about anything. The city really gets to me. Hier. Gab's hier nicht den What's the hurry? direkten Jail-Zugang? Hier rechts, oder? Ich mache auch doch jetzt hier im MCM auch die Night Sprite. So. Kann mir mal das Spiel. So. Und die Mod. Hey, you're not supposed to be down here. Official business only. Oh, my mistake then. Sorry, you can go on ahead. If those Whiterun guards can take down a dragon, so can we. Die haben es echt immer sehr gemütlich in ihren komischen Kerkern. Ich weiß, es ist zwar alles nur Stein und... Aber die haben Lagerfeuer. Was soll man da... Was kann man da denn nicht dran mögen? Das reicht doch. Das reicht doch eigentlich schon. Lagerfeuer. Kamin. Ist da gerade nicht vorbeigelaufen? Scheiße. Das ist ja nicht schlimm. Sei verziehen. Er weiß ja nicht, mit wem er nicht redet. Kannst du mal erzählen? Ah. What is it?
oder? Sibi in seiner traumhaften Wunderzelle. Wow. Well, well, aren't you a sight for sore eyes? I've always got time for lovely ladies. Look, we all have our flaws. Mine is that women can't get enough of me. So I had this little affair going on while I was betrothed to a beautiful girl named Svidi. Well, she finds out and she tells her brother Wolfer that her brother attacks me with a knife. I mean, I had to defend myself. Exactly. And now I have to stare at these bars for 8 months. Can you believe it? I was about to let that wench marry into the richest family in Riften, and this is how she repays me. I'd do anything to have that whore's head on a platter. All I need to know is where she is. Ah, that's the spirit. Find her, and I promise you'll be well compensated. She was a young woman, buxom, with long, flowing black hair. She used to sing the most lovely songs to me when we were courting. I've never heard a voice so beautiful. All that talent will go to waste when I'm finished with her. Wir wollen natürlich nicht irgendwas Böses mit Speedy machen, aber wir wollen sie warnen, dass er sie sucht und vielleicht ihn zusammen dann kaputt hauen. Yeah, Mother thought I should be taught a lesson for airing the family's dirty laundry in public. I mean, I've taken care of many people for her in the past. What in oblivion did she expect me to do? Ah, well, at least I have all the comforts of home during my stay. Well, except the touch of a woman, of course. When speaking of the Blackbriars, only one thought should spring to mind. We are not to be trifled with. Help us, you end up rich. Cross us, and you'll end up a memory. Is that enough information for you? Ah, and let me guess. He wants his horse. Well, that's going to be a bit of a problem. You see, I don't really outright own Frost. That is correct. You see, Frost belongs to the Blackbriar estate. Technically, everything in the estate is owned by my mother, Maven. My plan was to take the horse from our lodge and deliver it to Latrush at the stables. Obviously, that didn't exactly work out as I'd planned. Still, I don't want to cross Latrush. Tell you what, steal the horse and deliver it, and you can have the second half of the payment. Sure, take advantage of the guy in jail. Okay, fine, I can make the deal sweeter. I obviously don't have anything here, but there's a hidden stash in the lodge, and I did manage to hold on to the key. Take it. Have you come to gawk at me, or is this a social call? I'm not stealing anything. Besides, some jail time isn't going to make me roll over and play dead. When I find that bitch, I'm going to wring her little neck. Shit. Ah, wahrscheinlich hat er die Sachen hier immer so rausgeworfen. Yep, ja. Er scheint irgendwie so einer. Ich glaube, er ist der bisher fast, ja doch, ich glaube, er ist der bisher unsympathischste von allen Charakteren, die ich hier getroffen habe. Da war Mikael aus Whiterun sogar noch besser. Ach Mensch, nicht hier, sondern
sehr. Ist noch hier irgendwas in Riften? Nicht wirklich. Deutsch. Ehrlich gesagt will ich, glaube ich, eher nach Whiterun und ich guck nochmal. Es ist ja 1:11 Uhr. Die Zeit können wir eben noch nutzen. Ab nach Whiterun. Oder ist hier in der Nähe noch was anderes, wo ich schnell hin soll, kann, muss? Was blinkt mit Questmarkern. Also auch nur, um Sachen jetzt eben schnell abzuschließen, nicht um was Neues anzufangen. So, ich einen bestimmten Stern. Beispiel ist auf jeden Fall eine Stelle. Die zwei Sachen, die ich machen werde. Wenn ich schon mal in Whiterun bin, kann ich auch bei Arcadia die Tränke verkaufen. I can do that. 11:42. Okay, brauchen Sie noch ein bisschen Zeit, um nach zu treffen. Außerdem wollte ich in meinem Home Diamonds und so mitnehmen. Die brauche ich ja jetzt für Quests. Ach, ich nehme alle. Lydia? Still here. I am at your command. Genau. Lead on. Hallo, was ist los? Was ist los? Der Grindlurch. Oder Grindlurch? Grindlurch? Und Kerling ist auch dabei. Guten Tag. Oder gute Nacht eigentlich. Ich bin schon... Also ihr erwartet bitte nichts total Actionmäßiges mehr heute hier. Ich bin nur noch dabei, ein paar kleine Quests abzuschließen. Ich bringe dem einen das, der anderen dies und so weiter. Und dann noch Sachen zu verkaufen. Der Grindlurch. Aber das ist es. Ist ja beides. Ist ja entweder Englisch-Deutsch oder Englisch-Englisch. Weil richtig deutsch wäre es ja der Grindlurch. Nicht der Grindlurch. Ach, wirklich nur der... Ach, okay. Ich dachte, es geht halt ums Grinden hier bei Final Fantasy oder sowas. Also was denn nun? Shit. Mit dem Shure-Mikro. Auf jeden Fall. Und einem Blue-Mikro-Halter. Ja, keine Kosten und Mühen gescheut. Und hinter mir ist ein Elgato Greenscreen. Und den sieht man nicht, weil er grün ist. Hallo in Kerlings. Hallo in Grind... Hallo in Grindlurch. Schön, dass ihr noch eben so schnell eingeschaltet habt. Oder so spät. Wie gesagt, ich habe hier nur noch Shit eigentlich, den ich eben machen will. Wie ist mit euch in Skyrim? Und generell Elder Scrolls. Ich komme ja aus Morrowind und Oblivion hierher. Und ja, habe Skyrim vorher noch nie gespielt. Ich habe es 10 Jahre geschafft, Skyrim nicht zu spielen und mich nicht zu spoilern. Ändert das bitte nicht. Und ja, jetzt bin ich schon den 20. Stream fast hier. Die brauche ich nicht.
Die brauche ich nicht. Und was für Gems brauche ich jetzt für wen? Die anscheinend nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Hiervon ein paar, ne? Ich brauche nur 3 davon, richtig? Ich glaube ja. Okay. Was die Dinger... Aber wenn ihr wisst, was das hier soll, oder ob ich die verkaufen soll oder behalten, dann könnt ihr mir das gerne noch sagen. Es sieht auf jeden Fall sehr Dwemer aus. Und Centurion ist ja auch so ein Dwemer-Ding, aber ich weiß nicht, es kam in so einem... Da waren Falmer ganz viel und die haben das irgendwie wohl gerne gehabt, aber das habe ich denen einfach weggenommen. Daggerfall-Einsteiger, sehr... Moment, dann lass uns doch mal eben kurz drüber reden noch. Ich sehe grün normalerweise sehr gut. Nice, Skyrim is love, Skyrim is life. Ich muss sagen, wenn ihr habt ja gefragt, wenn ihr mein kleines Zwischenfazit für Skyrim hören wollt, ist es ein bisschen weniger Seele einfach als die vorherigen Spiele und ein bisschen eintöniger und sehr kampforientiert. Und ich verstehe, wenn das manchen Leuten mehr gefällt, aber meine Herz schlägt immer noch für Morrowind. Wegen Musik, weil ich habe es als Kind mal angefangen, mehrmals, nie gecheckt, was ich da überhaupt machen soll. Habe halt Gothic gespielt und Diablo und mit diesem Gedanken habe ich Morrowind angefangen, aber das ist ja doch wieder was ganz anderes. Auch ganz ohne Sprachausgabe, war ich auch nicht gefunden. Ich dachte zuerst, mein Spiel ist irgendwie kaputt. Naja, und irgendwann habe ich es dann vor ein paar Jahren wirklich richtig mal durchgespielt. Ach, ein Träumchen. Und Daggerfall-Einsteiger, Kehr links. Habe ich auch schon mal überlegt. Bis ich dann halt auch mitbekommen habe, dass es eher ein Fantasy-Life-Simulator ist, anstatt ein Rollenspiel wieder. Aber man kann da so viel machen. Und vielleicht will ich es auch doch mal starten. Mit der Unity-Engine dann und den Mods und so. Die sind ja auch immer noch dabei, Daggerfall zu modden. Nicht nur Morrowind, nicht nur Oblivion, nicht nur Skyrim, auch Daggerfall. Das ist schon eine coole Community. God damn, Skyrim noch nicht gespielt. Hells yeah, grind durch. Noch nie. Verkaufen, easy. Ach, echt? Ist wie mein Ding. Ja, also ich gehe schliepen. Gute Nacht, mein Dude. Viel Spaß. Ja, danke, Grindlurch. Danke, dass du noch kurz hier warst. Und gute Nacht. Das ist aber übrigens ein süßes kleines Emote. Get stitched, boah. Verkaufen. Ist wie mein Ding. Muss ich, glaube ich, trotzdem gleich nochmal nachgucken, was das damit auf sich hat. Ich war da noch sehr jung. Damals bei Morrowind. Ich ja auch. Und dann halt vor ein paar Jahren nochmal wieder dann doch auch durchgestartet. Ich gucke eben kurz, was die Centurion Skyrim Core. Da wird schon irgendwas in der Suche auftauchen. UESP, da. Aber was kann das? Uses. Okay, irgendwann mal. Behalte ich noch. So. Was habe ich jetzt in meiner Chest? Schon wieder den Überblick verloren. Meine Kleider für gut. Das hier. Mammoth Tusk, den brauche ich doch auch. Wait. Genau, für mein Daisy. Ich war das erste Mal gerade in Riften und da kommt einiges zusammen. Fire Source, finde ich bestimmt auch noch irgendwann. Mammoth Tusk. 2 Flawless Sapphires. Boah. Wie gefällt dir bisher Daggerfall? Daggerfall, Kerlings. Ach Mann, jetzt bin ich ganz durcheinander wieder. Was brauche ich davon und was brauche ich nicht? Ich muss das auch immer ganz, ganz doll perfekt hier machen. Also nicht perfekt, sondern ich habe immer so viel Angst, dass ich irgendwas falsch gemacht habe und mich dann ärgere, deswegen muss ich 3-mal nachgucken. Der kommt erstmal weg.
Den Flawless Amethyst brauche ich. Okay. Der kommt wieder mit. Und das brauche ich auch. Amethyst brauche ich auch. Unusual Gem behalte ich auch mal. Brauche ich einen Sapphire? Anscheinend nicht. Ich brauche einen Flawless Sapphire, glaube ich. Ruby? Brauche ich auch nicht. Was habe ich denn an Flawless Stuff? Nur Amethyst und Garnet. Okay. Okay. Dann bin ich jetzt hier durch. Nicht wahr? Ja. Ich habe das als 8-Jähriger gespielt, also war gut, denke ich. Du hast doch nicht als 8-Jähriger Morrowind durchgespielt. Und ich meine, ich wollte fragen, ich meinte, wie dir Daggerfall aktuell gefällt. Du hast doch geschrieben, du bist ein Daggerfall-Einsteiger, oder? Oder habe ich das falsch gelesen? Purchase agreement. This agreement certifies that Klepper, owner of the Silver Blood Inn within the city of Markarth, will pay Bowley, owner of the Riften fishery within the city of Riften, the sum of 3 septims per bushel of fish. Okay, ich dachte für... Was? Payment is expected upon delivery and product is guaranteed to be fresh. Gut. Okay, jetzt habe ich die Sachen daraus. Ich möchte zu Andurs. Genau. Und zu Arcadia. Ach so. Ach, ich habe das schon wieder Das hatte jemand anderes auch letztens schon geschrieben. Daggerfall-Einsteiger. Das klingt für mich halt... Oder das habe ich bei der anderen Person auch falsch verstanden und dachte, die hat jetzt Daggerfall angefangen und ist damit eingestiegen. Also das war dein erstes Elder Scrolls. Jetzt habe ich es verstanden. Dann habe ich das mit meinem Vater zusammen... Oh yeah. Ich hatte mit meinem Vater damals Atlantis gespielt. War so ein bisschen wie Myst. So ein aus der Ego-Perspektive Point-and-Click-Adventure. War, glaube ich, gar nicht so gut im Endeffekt, aber wir haben lange daran gesessen und hat Spaß gemacht. Ich mache auch gleich aus, Erfinder. Ich weiß, Mutti ist schon ganz beunruhigt, dass der Kleine immer noch hier am PC sitzt. Aber ein paar Sachen müssen noch getan werden. Entschuldigung. Tut mir leid, Erfinder. Ich muss zum Beispiel zu Andurs. Wo ist denn Andurs? Oh, weißt du was? Ich penne mal. Oder? Penne ich jetzt? Wenn ich zu Andurs muss? Wobei, nee, Andurs könnte vielleicht ja sogar erreichbar und wach sein. Ist auf jeden Fall nicht eingesperrt, dass ich da nicht reinkomme. Ja. It's a fine day with I hate you, Isolde. Shut up. Farewell. Andurs. For only through your grace and benevolence may we truly reach enlightenment. Tempel? We are what Ah, Andurs? Okay, genau, der Dude war das. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Man's gonna do what a man's gonna do, FNO. Das stimmt. Mein erstes Spiel mit meinem Vater war damals Zelda auf dem Game Boy. Wie denn das? Der eine hat A, der andere B gedrückt? Oder abwechselnd? Stelle ich mir aber extrem witzig. Ich hoffe, ich werde auch so ein Vater, der seinen Kindern gut die Spiele irgendwie nicht beibringen, sondern mit ihnen dahin aufwachsen kann. Du hast ein Tattoo. Ein Triforce? Oder was für ein Tattoo? Bestimmt, oder? Bestimmt. Wenn Zelda, dann Triforce, würde ich sagen. Ich bin aber auch kein riesiger Zelda-Experte. Andors. You and me, we're the only people around. She finally decided to return it to her father. Bless her heart. I will make sure this finds its way to his tomb as soon as possible. Thank you for bringing it, my child. Ich muss sagen, Andors ist schon... Blessing of Arcade be upon you. Sweetie. Also, das ist mein Gilf hier in Skyrim. Und einmal noch kurz.
Sachen stehlen. Und weiter geht's. Abwechselnd, er hat mich spielen lassen und er hat die Dungeon-Bosse gemacht. Ah, okay, ja, für die harten Sachen muss dann der Papa ran, ne? Das verstehe ich. Was habe ich gerade? Return to Alessandra? Machen wir gleich. Abwehr. Das Königswaffen. Und ja, da ist das Triforce drin. Freunde, ich wünsche euch allen eine gute Nacht, Erfindo. Viele, viele gute Nacht. Vielleicht sehen wir uns ja am Sonntag wieder ab 20 Uhr. Dann gibt es ja das Wunschfeuerwerk. Und von Montag bis Mittwoch gibt es ja wieder Let's Plays. Ab 20 Uhr. Erfindo, ich sag's dir, aber eigentlich weißt du es, aber ich sag's auch, damit ich es unauffällig anderen Leuten sagen kann. So. Hier in Whiterun hatte ich ja sonst nichts mehr. Außer zu Arcadia gehen und wie spät haben wir es? Dauert noch ein bisschen. Also ich fühle gerade richtig, wie kalt es hier ist. Bei dem ganzen Nebel. Bibba, bibba, bibba. Bibba, bibba, bibba. Wo wurde ich noch? Ich glaube, ich hier nach. Ne? Genau, ich springe dann immer gerne hier runter. Und dann Isolda vorbei, die olle, nervige Frau. Ah, Moment, da wohne ich. Moment, da, nein. Da wohne ich. That's my home. Reese home. Vielen Dank! Moment, meine Frau schläft. Vielen Dank, Kerlings, fürs Folgen. Danke, danke, danke. Im Moment gibt es hier nur Skyrim, aber ich überlege auch demnächst, was ich dann nochmal wieder anderes Neues streamen kann. Oder so zwischendurch. Skyrim wird ja ein langes Projekt. Und das habe ich auch so gedacht. Und das ist auch Absicht. Aber, ich glaube, nach 20 Streams Skyrim brauche ich nochmal wirklich kurz zwischendurch irgendein anderes, schnelles, kleines Spiel, was ich durchspiele. Vielleicht irgendwas, ich denke über sowas wie Survival Horror nach. Vielleicht das erste Alone in the Dark oder so. Sowas. Aber vielleicht auch was anderes. Auf jeden Fall irgendwas, was nicht aus der Ego-Perspektive ist und was schnell durchgeht. Aber bis dahin gibt's noch Skyrim. Let me know if you see anything you like. Ja, ist ein gutes Mikro. Und das hatte ich mir dann auch zu Weihnachten, glaube ich, gewünscht. Und dann von mehreren, die haben zusammengetan, also Eltern. Und dann... So you're interested in my potions and seitdem ingredients? habe ich's. Ah, Moment. Aber ich kann auch verstehen, ich meine, es ist im Endeffekt... Kennst du Podcast Age? Oder Podcast Age? Nee, Podcast Age. Das ist so ein YouTube-Kanal, der sehr gut alles in Sachen Sound testet. You look rather pale. Could take a look. Also Mikrofon und so. Und er sagt auch, man kauft sich ein neues Mikrofon, weil man für sich ein neues Mikrofon haben möchte. Weil ich hatte früher das Mikrofon aus meiner Webcam benutzt und ich glaube, das hat theoretisch den Leuten eigentlich auch gereicht. Aber mir hat es nicht gereicht. Und wenn dir ein Shure, wenn es günstiger sein müsste, damit es dir reicht und dir das gibt, was du brauchst, dann kauf es nicht. Es gibt auch gute andere Alternativen. Ich habe schon mal von Little Nightmares gehört, die sind sehr gut und schnell durch. Ich habe den ersten schon gestreamt. Kannst du auf meinem YouTube-Kanal nachschauen, wenn du möchtest. Aber nee, den ersten habe ich gestreamt. Fand ihn... Ich hatte da auf jeden Fall Kritikpunkte. Ich glaube, ich fand das Gameplay nämlich ein bisschen öde. Da hatte ich andere, coolere Puzzle-Plattformer gespielt, aber ich fand, dass die Atmosphäre und die Story und alles fand ich richtig cool. Und auch den Twist mit dem einen DLC, wo man dann sieht, nee, was doch mit diesem einen Kleinen passiert, oder dass man den selber noch gespielt hat in dem DLC, glaube ich, war das nicht so? Und der dann ja von dem Mädel Six gegessen wurde und so. Es war, die Atmosphäre fand ich richtig gut. Aber das habe ich schon durch und den zweiten habe ich noch nicht. Aber ja, sowas könnte ich zum Beispiel. HyperX Quadcast. Genau, wenn man zum Gnom wird. Mit dem Jungen, ne? War das nicht so? Ich glaube, der Junge wird zum Gnom. Ich habe schon wieder vergessen. Arcadia. Folgende Sachlage. Kauf mal ab.
Moment, Rating? Nee. Das kann jetzt ein bisschen öde werden, tut mir leid, Links, dass du um 1:20 Uhr eingeschaltet hast, wo ich dabei bin, Sachen zu verkaufen. Aber ja, du kennst es ja. Du kennst ja Skyrim. Sowas muss auch einfach manchmal getan werden. Silencio. Eine Silence Poison noch. Ach, shit. Das ist mir den ganzen Stream, glaube ich, bisher nur einmal passiert. Früher bei Oblivion und Morrowind andauernd. Aber das hat mich eigentlich schon gefreut. Gefreut. Aber jetzt hat das Glück aufgehört. Okay, was habe ich denn hier? 27 Resist Fire. Die braucht doch kein Schwein. Gucken wir bei den Health-Dingern. Brauche ich nicht. Ich bin ein krasser Alchemistin übrigens hier im Spiel, falls du dich fragst, warum ich all diese krassen Getränke habe. Das ist, weil ich alles an Ingredients einsammle, was mir vor die Füße kommt. Okay. Das ist Poison, brauche ich keine 19 Stück. Da kaufe ich mal 12. Auch nicht mehr. Das Fire brauche ich auch nicht 27 von. Noch hat sie 50. Noch hat sie 50. Noch kann ich was verkaufen. Und zwar nehme ich den hier. So. Alles gut. Muss Zeit tot bekommen bis um... Was ist denn um 4? Wieso musst du denn bis 4... Until next time. Dir die Zeit um die Ohren schlagen? Das klingt recht lange. Hast du Nachtschicht? Oder sowas? If there's any... War ich auch so, als ich es gespielt habe. Ich hatte irgendwann so dumme Ideen, wie bekommt man eigentlich einen Trank der Schmiedekunst mit... Ja. Ach, du warst auch... Alchemist? Ah, das... Glaube ich, sind die wenigsten. Ich habe das Gefühl, Alchemie ist so, wenn man mit Skyrim wenn Leuten über Skyrim redet, ein bisschen underappreciated. Aber hier, meine Argonierin, ganz klar erkennbar. Ich muss sie dir mal vorstellen. Natiza, das ist Kerlings. Kerlings, das ist Natiza. Ja, hat sich einfach sehr für Alchemie auch geeignet. Und ich mag gerne Argonia und Alchemie finde ich cool. Und so ein bisschen Purple, Blue, Yellow bin ich. Und ich mag die Hörnchen. Okay, gut. Und die wieder an. Ach, du musst um 4... Ist das jeden Tag so? Oder für immer? Also das Chronisches? Oder ist das, geht's dir gerade nicht so gut? Ich frage, wie und ob du antwortest, entscheidest du. Aber ich will mein Interesse bekunden. Jetzt gehe ich noch eben hier zu dem Bards College, weil die Laute muss ich auch jetzt nicht die ganze Zeit mit mir rumtragen. Da kann ich dann auch zu Angelas Aromatics und weitere Tränke verkaufen. Ja, das mache ich doch klar. Bards. Ich vergesse es jetzt mal. Das ist das hier. Hier sind die Bards. Nicht chronisch, das ist schon mal gut. Aber meine Zeit noch so durcheinander gebracht, weil ich alle 8 Stunden eine nehmen muss und nicht... Das heißt, du musst das jetzt ausbaden und die nächsten paar Tage immer erst um 4 ins Bett? Das ist übel.
Das ist irgendwie... Hätte auch mir passieren können. Welcome to Solitude, home of the arts here in Skyrim. Ja, ich bin ein Bard. Ich weiß, wo ich bin. Ich muss mich nicht hier nochmal... Song speed you along. Als hätten wir uns nie gesehen. Viamo. Ich glaube, er hat ein bisschen... Ich würde das mal untersuchen lassen. Inge? Ich glaube, ich suche Inge. Inge! Inge Sexfingers. Where are you? This time, let's try the Age of Aggression. I will demonstrate for the class. That damn fool! I should wring her neck. Lorena. That fool student of mine stole my flute and sold it to some necromancer. I just got a ransom note for it. That flute has been handed down for 17 generations. Well, don't just stand there. Go get my flute! Apparently, Lorena told him some story about the flute being able to make the dead dance. It's just a flute. A really old and valuable flute, but just a flute. Now you... We drink to our youth, to the day... Freitag und Samstag wird es ja einfach werden. Gut. For the age of aggression Lady Aetius is says just my voice is second about only to done. hers, but she's selling me Bist du short. auch... Aber ich meine, wenn du jetzt um 1.28 Uhr einschaltest, bist du auch eher eine Nachteule? Only reason I'm so good with a lute is because I'm old. It takes a lifetime to master. What? You did? Oh, sweet divines, you did. There is no way I can pay you what this lute is worth. But I can teach you a few tricks I've learned over the years. Glad that distraction's over. Was kann die denn alles? Die ist ja witzig. Das mal ein Bonus. Well, look at you. If only everyone acted like you did. Ja, sag's ihnen. Alles May the Arschlöcher. gods watch over your battles, friend. You're new here, right? Friend. Welcome to the Youngest Bard's bard College. at the Bard's College. Okay. Your service. Musical museum. Ja, wo ist der Necro? Mancer? Something a bit. Und was hat er geschrieben? Habe ich die Note gar nicht? Achso. Or... Ich dachte. Es wird auch nicht weniger. Es wird auch nicht weniger. Go ahead. Richtiger Hassel hier in Skyrim. Heute muss ich ja wach bleiben und wenn ich krank bin, schlafe ich auch sehr viel über den Tag. Ah, okay. Nee, weil du meintest, Freitag und Samstag wird es sehr einfach werden. Ich dachte, das klingt so, als würdest du da sowieso immer um die Uhrzeit noch wach bleiben. There's nothing like a good song to lift the spirit in troubled times. Wir sind in Solitude, ne? Genau. Angela. Angela? Angeline. Miau. Ich hatte früher Zeiten, da war ich so gestört, was Grafikpower und so anging. Da habe ich alles auf Ultra gestellt, aber so gespielt, damit es nicht ruckelt. Ja, es war nicht Skyrim, aber es ist halt lange her und ich war sehr doof. Not much to ask. Bin ich noch charming? Oh ja, noch 31 Sekunden. Schnell. Angeline. 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 Nein, falsche. Nein, Kacke. Raus hier. Ich kann mich ja immer neu zaubern. Achso, ja, Freitag wird länger gehen, weil ich da eine... I'm sure you'll find what you're looking for. If not... Du bist also auch Pen and Paper Player. Oder GM. Nee, wir dürfen jetzt nicht... Also, wir sollen das Thema nicht anschneiden. Weil mir immer sehr Spaß macht, darüber zu reden. Aber... Ja, ich spiele noch nicht nur D&D, sondern auch noch Numenera. Kennst du Numenera? Numenera ist mein Lieblingssystem. Und früher das schwarze Auge gespielt, bis ich irgendwann dachte, die anderen Systeme sind irgendwie viel cooler, geiler, einfach zusammengefasster. Man muss nicht dreimal würfeln, um eine Sache zu tun, sondern einer reicht. Ja.
Was D&D aber besser hat, zum Beispiel als Numenera, ist der Kampf. Bei Numenera gibt es echt wenig coole irgendwie so Taktik und so und Kämpfe gehen da nicht so... Dafür ist das System einfach nicht gemacht. Dafür ist es super einfach zu GMen. Aber ich verliere mich. Ich will ja eher einfach nur meine blöden Tränke jetzt verkaufen. I hope your parents... Nein, erstmal muss ich Charming werden. Ich bin doch wahrscheinlich nicht mehr Charming. Doch, noch 7 Sekunden. Ah, welcome to... So you're interested in my potions and ingredients? Geschafft. Und sie hat sogar noch Geld. Nice. So. Kommen wir bei den Poisons. 16 mal Paralysis. Ist eine gute Poison, aber so viel brauche ich dann vielleicht auch nicht. Kommen wir 6. Ich weiß auch nicht so richtig, was ich mit einer Stamina Poison eigentlich machen soll. Weg. Den Rest behalte ich. Block more damage. Two-handed? Brauche ich nicht. Aus. Rating. Moment, aber das muss ich noch kurz fragen. Kerlings, freust du dich also auch auf Freitag, wenn dann endlich The Legend of Vox Machina auf Prime startet? Also guckst du Critical Role auch anders gefragt? Ich bin immer noch in Campaign 2, also egal, was du vorhast vielleicht zu antworten, bin am Anfang von der zweiten Kampagne. Mehr weiß ich noch nicht. Das passt ja perfekt mit dem Preis. Ein, bitte. So, auf 0 runter. Don't forget me next time you need herbs and potions. Dich vergesse ich nicht. So, ich guck gleich, was du geschrieben hast. Ich will eigentlich nur noch... gucken, ist hier irgendwas Wichtiges noch? Nee. Dass ich nicht jetzt wieder ganz zurück nach Riften travel. Okay, und zu Alessandra gehe ich noch eben zurück. Kann ich da noch anvisieren irgendwann? Das sind ja die ganzen... So. Also gespielt habe ich schon viel. Zurzeit aber 2 D&D-Kampagnen. Einmal Dungeon Slayers. Ich lade ab und zu Rookies, die... und spiele ab und an mal City of Mist, Witcher, Ironsworn, How to be a Hero. Und nebenbei versuche ich, meine eigene Story zu schreiben. Krass, Mann. Ich hatte immer... Also ich interessiere mich dann auch für andere Systeme, denke aber immer, ich will es halt auch richtig komplett vollständig verstehen und mache mir dann noch ein eigenes Cheat-Sheet für meinen GM-Screen und so weiter. Und das dauert immer sehr. Und deswegen, ich konzentriere mich dann doch nur auf diese 2 Systeme, D&D und Numenera. Und als Spieler würde ich auch bei anderen mal mitmachen. Bei eigentlich quasi jedem System. Lad mich ein und ich bin dabei. Aber als GM traue ich mich wirklich nur an 2 Sachen, weil sonst ist das einfach viel zu viel Arbeit für mich. Oder ich mache mir dann viel zu viel Arbeit. Natürlich schauen tue ich es nicht, aber ich habe auch mal vor. Ah, ich kann es empfehlen. Mir macht es auf jeden Fall sehr Spaß zuzugucken. So, wo muss ich jetzt hin? Einmal zu Alessandra. 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 Ja, dann gehen wir doch jetzt eben... Also. Step 1. Vegetable. Wie gesagt, auch nur das Rookies die Regel. Das ist auch super einfach. Ach so, ich dachte, Rookies wären halt neue Anfänger, die bei dir dann anfangen. Und ich wusste nicht, dass das ein System ist. Jetzt verstehe ich. Rookies die. Und ich habe gedacht, da hat sich ein Wort verschlichen.
Pull up a seat. Klingt schmerzhaft. Rookie-Style. Welcome to the Bee and Barb, milady. If I can interest you in one of our special drinks. I don't know what to say. Such kindness is unheard of in these times. Here, I want you to accept this as payment for your sacrifice. And we both thank you. Sehr durchdringende Augen, der Typ. Was bekomme ich? Potion of Healing. Ach echt, das war's? If you'll excuse me, I have... Einfach eine Bloody Potion of Healing? Ist das ein... Other things to attend to. Naja, ich mach's ja nicht des Geldes wegen. You've got the coin, you're welcome here. Otherwise, hit the road. Mach ja nicht. Mach ja nicht nur des Geldes wegen. Nein, das meine ich. Doppeldeutig. Aber eigentlich die Würfel... Ah. Rookie-Style. Ja, stimmt. Protect yourself right. Buy armor from Grelka. Ich habe hier auch noch was, Beautiful glaube ich. baubles and gleaming gems. Greetings, honored friend. Could I interest you? The ivory from this tusk will be perfect for the inlay on my amulets. Good journey, marsh friend. Mhm. Alessandra noch eben. Only 20 septims each. Direkt hinter mir. Okay. Schwing. Da. Miau. Der war ja noch gar nicht. Glaube ich. Ich muss pinkeln. Aber ich halte das noch aus. Ich will auch nur noch das abgeben und... Kerlings, ich sag schon mal, viele liebe gute Nacht. Ich hoffe, deine Antibiotika rocken und haben tolle Nebeneffekte, wie auch immer du willst. Und ich werde jetzt nämlich gleich das Spiel ausmachen, das Essen, ins Bett gehen, Critical Role gucken. Aber nicht in der Reihenfolge. Erstmal essen, dabei Critical Role gucken, dann ins Bett gehen. Und wenn du möchtest, kannst du auch, ich sag's ein letztes Mal nochmal, damit die Werbestunde dann auch vorbei ist, zwischen Sonntag und Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch einschalten ab 20 Uhr. Und dann kannst du vielleicht wahrscheinlich wieder auch Skyrim sehen. So. Und vielen Dank nochmal fürs Folgen. Mein süßer, kleiner, schnuckliger Lux. Gift of... Was habe ich hier eigentlich? Blessing of the Bella, Fortify Stamina Regeneration. Was macht RK? Fortify Health. Nee, da wird das andere. Das ist ja doof. Darf man nicht anflüstern? Würde gern was sagen, was ich nicht... Klar, flüster mich an. Ich werde dann wahrscheinlich dann gleich, wenn ich ausmache, noch eben dann schreiberisch drauf antworten. So, Alessandra. The pilgrimage is complete. I can feel it. Mhm. I felt a caress on my cheek some time ago. I thought it to be a trick of the wind, but wahrscheinlich auch. I think it was a message from my father. We've made peace with one another without even uttering a single word. And I'm content for the first time in my life. I thank you. Here, please accept this as a token of my appreciation for your selfless action. Total selfless. Please come back and speak. Spelltome. Ja. Man, ist das ein besserer als mein anderes Regenerate, ne? Was ich schon hatte? 10 für 5? 15 für 5. Ja. Nimm ich doch das. Zack, zack. Anytime. Gut, Dankeschön, Alessandra. Vielen Dank. Oh, da liegt jemand. Ey, dass das nicht stehlen ist, wenn ich ihr jetzt die Kleider vom Leib reiße, finde ich übrigens ziemlich creepy.
Und also... Okay, oder bin ich creepy, dass ich überhaupt diesen Gedanken hatte? Sofern ich Zeit habe, komme ich... Ja, danke. Ich brauche auch... Also, ich wollte da jetzt auch keine... Oh, ich bleib jetzt dein Fan und komm immer mal vorbei heraus bringen. Ich wollte dir einfach nur sagen, wann du mich sehen könntest, damit du weißt, was du erwartest, was dich erwartet, falls du dich dazu entscheiden solltest, hier einzuschalten. Ein Infoblock, nenne ich. Keine Werbung. Weißt du, wie das nochmal ging? Ich glaube... Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich gehe mal eben in den Chat. Und dann kannst du, glaube ich, mich anklicken und sagen, flüstern. Hier mit allen geilen Feuerglatze-Emotes. Ba. Das ist übrigens die Feuerqualle Squiggly. Achso, okay. Gut, zu spät. So. Dann ist es, glaube ich, jetzt hier getan. Ich kann mich hier hinstellen. Mich freuen. Abspeichern. Noch kurz gucken. Habe ich zufällig einen Perk oder Level Up? Nee, schade. Kurz davor. Und sage, liebe gute Nacht, Kerlings. Und alle anderen, die zugeschaut haben. Erfindo, Shroxy. Das kommen wir nochmal durch. Hier, Grindlurch. Zum Beispiel auch. Herrmeister von Angmar, natürlich. Herrmeister, Angmars. Angmars Herrmeister. Kitty Cat, miau miau. Rini 666, stimmt. Die Teufelsfrau. Also ich sage das wegen 666. Flaske. Flaske ist vielleicht sogar noch dabei, weil er einfach der oberkrasse, mega... Nicht Grinder. Wie heißen die Leute, die... Lurker ist. Gute Nacht.